Wir sind in Hessen, ja. Diesmal bei Knaus Tabbert. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber der Norbert Frisch, der ist ja Profi, der kennt sich hier aus. Er ist der Produktionsleiter hier bei Knaus Tabbert für Tabbert Wohnwagen. Grüß dich. Hallo Sven, grüß dich. Ja, jemand ganz wichtiger steht hinter uns. Das ist nämlich der Mann, der tagtäglich zu euch kommt. Teilweise sogar mehrmals. Mehrmals sogar. Mehrmals, ja. Ja, denn er macht das wirklich schon sehr, sehr lange. Michael, grüß dich. Hallöchen. Ja, du kommst aus Rheinland-Pfalz? Ja, Ida Oberstein. Aus Ida Oberstein von der Firma Schmidt. Und das Auto hier, das ist ein typisches Grundmobil für Reisemobile. Es ist ein Citroën mit einem Peugeot-Motor drin, der mehrere 100.000 Kilometer schon drauf hat. Ja, 500.000. 500.000, ja. Und du fährst jeden Tag. Ich bin mit dir mitgefahren. Du hast eine spannende Geschichte. Wir werden uns gleich ein bisschen über dich unterhalten. Du hängst die jetzt hinten dran und fährst die praktisch dann nach Ida Oberstein, wo sie abgeholt werden. Ja. Ihr seid der größte Tabberthändler Europas. Das heißt, ihr verkauft wirklich sehr, sehr viele Wohnwagen. So ist es. Ja. Jeden Tag musst du welche holen. Jo. Ja, beschreib mal ein bisschen, wie alt bist du, was machst du sonst? Was ich sonst mache? Ja. Wohnwagen holen. Den ganzen Tag. Ja. Weißt du was, wir machen später nochmal ein kurzes Interview. Du bist jetzt ein bisschen aufgeregt, du warst eben noch gesprächiger. Ja, das ist so die Anspannung. Die Anspannung vor der Kamera. So ist es. Das ist ja Schmidt, AMC Schmidt aus Ida Oberstein. Ist das ein guter Händler? Ja klar, das ist einer der größten, also von daher. Wir kennen uns ja, das ist ja mindestens einmal am Tag da, manchmal sogar mehrmals. Oftmals noch ein Kollege, ne? Also ich meine, das Auto müsste eigentlich alleine den Weg kennen. So ist es, genau, so ist es. So, das sieht jetzt ziemlich cool aus. Das habt ihr 2014, glaube ich, ist das neu gebaut worden? 2012 angezwungen, 2013 in Betrieb genommen. Okay, prima, ja. Das ist die Montagehalle, also da geht's los, ja. Ja, stell ich mal kurz vor, was... Ja, Norbert Frisch, bin jetzt hier seit fast 6 Jahren. Produktionsleiter, aktuell sogar Werksleiter geworden. Okay. Ja, habe mal was Gescheites gelernt, bin Schreiner und habe dann über einen zweiten Bildungsweg Holztechnik studiert in Hildesheim. Bin so ein bisschen durch die Möbelbranche getingelt und jetzt seit fast 6 Jahren hier. Du bist hier aus der Gegend? Nee, ich bin eigentlich Niedersachse. Aber aufgrund von mehrerer Umzüge, also ich bin am Harz in der Nähe geboren, Osterrot am Harz, aber mehrere Umzüge hinter mir gehabt aufgrund von Dienststellenwechseln und bin jetzt aktuell in Fulda. Cool, ja, also in der Nähe von Fulda sind wir. Erstmal vielen, vielen Dank. Du hast zu tun noch, gell? So ist es. Ja. Wir müssen jetzt anhängen. Bis gleich, er muss anhängen. So, hier sieht man schon einige von den Wohnwagen. Ihr baut ganz klein, ihr baut aber ganz große Doppelachser. Ja, der kleinste ist 3,90 Meter, den wir bauen, und der größte ist dann 7,50 Meter. So, die werden hier gebaut alle. Die werden alle hier gebaut. So, ihr macht Handarbeit. Wir machen Handarbeit. Aber auch Maschinenarbeit. Also nur mit Händen geht das nicht, da bauen wir auch die andere Maschine noch zu. Ja klar, aber ich sag mal so, am Ende des Tages sind doch viele Leute dafür notwendig, oder? Ja, wir haben aktuell, glaube ich, 443 Leute. Nochmal. 443 Leute. Echt? Hier am Standort. Ihr seid auch wahrscheinlich Ausbilder? Wir bilden aus, wir bilden Tischler aus, wir bilden Elektriker aus, wir bilden Holzmechaniker, Tischler, Holzmechaniker und Industriemechaniker. So, da vorne steht Logistiker, Entschuldigung. Und Logistiker, ja. Richtig. Ihr habt eine Art Lean, was ist das nochmal? Lean Management, Lean Production? Ja, klar, da hängen wir logischerweise auch mit drin. Schlanke Fertigung, wir wollen ja nichts Unnötiges machen. Wenig Wege, wenig Verschwendungen. Das kostet alles Geld und das brauchen wir nicht. Das ist so, ja, ihr seid recht preiswert, muss man sagen. So ein Tabbert kriegt man schon für kleines Geld, geht aber auch ganz teuer, sage ich jetzt mal. Du schaust mich ganz entgeistert an. Ja. Ich finde die schon, relativ, ja, ist relativ, aber für die Qualität, ich sag mal, die haben einen hohen Werterhalt. So ein Tabbert selbst, ja. 30, 40 Jahre sind noch gefragt. Ja, das ist richtig. Ja. Also, die sind teilweise, wenn man so guckt in den Foren, ja. Die älteren Schätzchen, die werden zu guten Preisen gehandelt. Ja. Oft stehen sie dann auch fest, die Älteren? Also die werden dann so als feste Camper und so weiter gemacht? Der Stellplatz quasi mitverbietet. Ja, jetzt ist ja die Wohnmobilbranche explodiert im Jahr 2020. Wie war es denn mit Wohnwagen? Ja, auch. Also Wohnmobile etwas mehr, aber momentan auch erfreulicherweise, was die Zulassungszahlen angeht, holen die Wohnwagen auch deutlich wieder nach. Das Modell heißt Paris, habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist für den französischen Markt. Krass, echt? Mhm, ja. Ihr verkauft viel nach Frankreich? Ja. Ja, es gibt da ein Klientel, Sinti und Roma, fahrendes Volk. Die sind sehr stark bei uns vertreten, weil wir halt ein Produkt bauen,
wo die dann halt lange mit durch die Gegend fahren können. Und die wohnen da ja drin. Ja, die haben ja Weiß, das heißt also gerade der Händler AMC Schmidt macht ja auch viel, ich sag mal mit Frankreich die Geschäfte. Dort ist, ich sag mal, Tabat ist so ein bisschen so der Mercedes, der BMW über den Wohnwagen, oder? Das vermute ich, weil wie gesagt, wir haben es ja mit den Endkunden da nichts zu tun, wir machen es ja mit dem Herrn Schmidt. So, hier vorne steht zum Beispiel jetzt ein Hänger, was hat der geladen? Der hat gar nichts geladen, der steht hier momentan, weil wir hier rechts, wie du siehst, ist schon alles freigeräumt. Hier bauen wir jetzt eine Lagerhalle. Echt? Die wird jetzt im Mai, Juni wird dann hier gebaut. Und dann entsteht hier Lagerort, weil wir halt dann auch deutlich wachsen. Wir es einfach nirgendwo mehr hinstellen können. Deswegen haben wir den Lager momentan hier so ein bisschen ausgezorst hier auf diesen Auflieger. Aber ich habe es mir eigentlich ein bisschen größer vorgestellt, da muss ich sagen, wenn man so herkommt und so von außen sieht, aber ich glaube, es gibt viel zu sehen. Ne? Das ist alles noch der Anfang hier. Also das wird schon noch, ja. Toll, da ist ein großer Schornstein, was kann der? Der Schornstein kann rauchen, das ist unser Kesselhaus. Wir entsorgen unsere Späne, alles was abgesaugt wird im Maschinenpark bzw. Reste. Macht Strom? Nee, Wärme. Okay, das heißt, ihr heizt die Stadt hier, oder? Nee, wir heizen uns selbst. Also im Sommer weniger, aber wir brauchen Prozesswärme für die Pressen. Und von daher brauchen wir das ganze Jahr über Wärme. Und natürlich im Sommer logischerweise, im Winter deutlich mehr Wärme als im Sommer. Aber wie du dahinter siehst, ist nochmal ein Spänesilo. Ah, da oben. Warte mal, genau, was da rausguckt. Da sammeln wir halt jede Menge Späne, die wir auch im Winter dann nochmal verfeuern können. So als Vorrat. Ja, stark. Also hier kommt jetzt eine neue Kesselanlage ran für knapp 1 Million. Ja, wenn du mir kurz mal beschreibst, wo wir sind, das ist doch recht ländlich, oder? Modgast, ja. Modgast ist Modgast. Mitten in Deutschland, wirklich zentral in Deutschland. Ist das gut als Standort? Ich denke, das ist gut, ein Standort. Wir sind von allen Seiten her relativ gut erreichbar für Zulieferer und auch für Kunden. Also wir sind mitten in Deutschland. Wir sind eigentlich ganz gut angebunden. Autobahn, da ist die A7, die hier 20 Kilometer, 15 Kilometer entfernt ist. Wir haben die A66 rüber. Ja. Das ist alles okay. Aber wir sind ländlich, ja. Also um uns herum ist nicht viel. Und man muss wirklich hierher wollen. Die Wohnwagen sieht man ja in ganz Europa. Ja, und die kommen alle von hier. Krass. So, ich glaube es ja kaum. Das heißt, ihr seid ein wichtiger Arbeitgeber für die Region? Ja, also wir sind einer der großen Arbeitgeber hier in Sintal. Das ist so eine Großgemeinde, Sintal, mit mehreren kleineren Gemeinden. Und ich glaube, Modgast, ich weiß gar nicht genau, die haben 2.000, 3.000 Einwohner, mehr ist das nicht. Ist hier so ein klein wenig der Start, hier die Halle? Hier ist ja der Start für unsere Möbelfertigung. Also hier kommt, wo wir jetzt reingehen, kommt das Material, wo wir hier dann zum Teil dreischichtig arbeiten. 3 Schichten? Dreischichtig aktuell 18 Schichten. 18 Schichten in der Woche, also 6 Tage. Rund um die Uhr? Rund um die Uhr. An 6 Tagen. Ja. So, ihr macht ja viel wahrscheinlich mit computergesteuerten Systemen, Ja, oder? ja, ja. Und hier sieht man schon, unsere Hauselektriker, die haben ein kleines Problemchen an der Maschine. Von den Maschinen haben wir jetzt 3 gleiche. Eine 4. kommt jetzt dazu. Aber hier haben wir wohl momentan eine kleine Störung, da müssen wir ein bisschen was beheben. Also wo Maschinen sind, da muss ja auch, ich sag mal, gewartet werden, das ist ganz normal. Ja. Ihr habt im Prinzip für alles, habt ihr Handwerker. Ja, wir haben eine eigene Instandhaltung, elektrisch und auch mechanisch. So, hier vorne steht jemand, der zeichnet was an. Ja, das ist der unterstützt uns momentan in der Kommissionierung. Das heißt, der gibt die Reihenfolge vor, was an welcher Maschine wo gefertigt werden soll. Weil wenn ich mal so umguckst, hier ist jetzt nur eine kleine Auswahl an Platten und wir haben ja ganz viele verschiedene Stärken und wir haben ja verschiedene Dekore. Und die Leute sollen ja wissen, was an welcher Maschine wann gebraucht wird. So, ich bin ganz begeistert. Das heißt, ihr macht unglaublich viel mit Holz. Ja. Das ist in der Regel alles Pappelsperrholz. Leicht? Gewicht, ne? Thema ist halt Gewicht. Hier kann man noch mal sehen, hier sind teilweise Platten, da ist Styropor drin. Ne? Ist das neu? Nein, eigentlich nicht. Damit spare ich halt noch mal Gewicht. Hier ist natürlich auch ein Vorteil mit der Wärmedämmung, man macht das nicht so viel. In dem Fall nicht. Das ist ein Möbelteil. Okay. Wärmedämmung ja, im Fußboden und im Dach und auch in der Seite, aber das sehen wir nachher. Super. Weil hier sind wir in der Möbelfertigung. Jetzt ist das Ganze ja so, die Wohnwagen sollen ja lange halten, sie sollen extrem leicht sein. Ist das nicht im Widerspruch in sich? Ja klar, auf der einen Seite sollen sie nichts wiegen,
Das Problematische ist ja auch das Thema diese Elektromobilität, die jetzt immer mehr wird. Das heißt, Achso, die können nichts verziehen. das Fahrzeug, was vorne ist, wird ja auch immer elektrischer. Und ich muss es ja auch noch ziehen können, was da hinterherkommt. Ist das denn ein Markt für kleine Wohnwagen unter 750 Kilo? Habt ihr keinen, oder? Eher weniger. Wir sind mehr die Zweiachser unterwegs. Aber wir bauen ja hier am Standort die ganzen Knaus-Fahrzeuge oder ein Teil der Knaus-Fahrzeuge. Ach, ihr baut ja auch hier. Die Knaus, also nicht alle, aber ein Teil, ja. Hier vorne sieht man jetzt, was ist das für eine Maschine? Das ist eine Plattenzuschnittsäge. Also hier werden dann die großen Platten, die da hinten liegen, zu kleinen Platten, die hier vorne liegen. Zu denen da. Ja. Also alles wird hier groß und aber immer rechteckig geschnitten. Wobei hier diese Maschinen hier links, die wir hier sehen, hier werden dann eben, wir gehen hier mal ein Stück um die Ecke. Ja, wir gehen mal in die nächste Maschine. Ja, wir gehen mal weiter. Gerne. Das heißt, ihr habt natürlich alle Maschinen mehrfach, oder? Bedingt, ja. Zum größten Teil haben wir alles mehrfach da. Es könnte ja mal sein, eine Maschine geht mal kaputt oder Ja, so. ja. Ah, das ist die kaputte. Mal kurz. Komm mal kurz mit. Er führt mich. Ja, Ich kann auch von weit filmen. wie gesagt, wir haben ja 3 gleiche Maschinen und hier kann man jetzt, wir können auch um die Ecke so ein bisschen rumgehen. Ja, okay. Man muss sagen, du hast mir angeboten, vorab eine Werksführung zu machen, dass ich alles sehe. Ja, ich habe ja. gesagt, ich will's von ganz frisch haben. Das kannst du haben, ja, ja. Ja, hier kann man halt sehen, wie gesagt, das ist ein sogenanntes Nesting. Hier rechts liegt noch die halbe Platte, Vorsicht nicht auf die Matte treten, denn hier steht die Maschine. Aber wir haben halt verschiedene Verschnittbilder und dann wird halt hier nach Programm gearbeitet. Und hier kannst du jetzt sehen, dass das sind Abfälle, das sind die Reste, das sind die daraus gefrästen Teile. Achso, die werden nicht geschnitten, die werden gefräst. Die werden gefräst und eben auch gleich gebohrt für die Möbelverbinder. Ist doch stark, oder? Ja, ja. Die schnell, oder? Ja, und die läuft halt, wie gesagt, aktuell 18 Schichten in der Woche. Das heißt, von Sonntag 22 Uhr bis aktuell Samstag 10 Uhr, 22 Uhr. So, jetzt natürlich bei so einer Produktion fallen viele Späne an. Ja, die saugen wir da oben ab und die kommen dann halt vorne ins Spänesilo. Und im Winter werden sie verheizt und im Sommer brauchen wir nur für die Prozesswärme, für die Presse. Das sehen wir nachher vorne noch. Okay, das heißt aber auch, ihr habt viele Leute, das Ganze muss ja auch entwickelt werden, oder? Ja, die Entwicklung ist aber komplett in Jandelsbrunn, in Bayern unten. Also alles, was Konstruktion, Entwicklung ist unten in Bayern. Ist das ein Problem für Leute aus Hessen, oder? Für die Leute aus Hessen ist das kein Problem. Das ist dann nur teilweise die Wege, weil wir bauen Prototypen, dann fahren wir runter. Aber letztendlich sind wir hier ein Fertigungswerk und das ist eigentlich völlig egal, wo es gebaut wird. Cool. Also es gibt ja hier viele Wege. Ihr habt solche Wagen hier drin, weil haben die irgendwie einen Barcode oder irgendwas? Ja, du hast das schon auf den Zetteln gesehen. Also wenn wir 20 Wohnwagen bauen, dann bauen wir 20 Mal den Möbelsatz. Ah, Und zwar fangen wir an, wir können uns mal so einen Zettel angucken. so ein Laufzettel. Auf den Laufzettel, genau. Das ist spannend. Das heißt, ihr seid extrem ökonomisch. Ist nicht schlimm. Es war nicht drauf. Mal kurz runtergefallen. Vorführeffekt, das ist jetzt ein Stück. Das muss am 19.04. fertig sein. Und da ist jetzt auch schon die Seriennummer und da ist eben auch beschrieben, wo es eingebaut wird. Das kommt in Puccini 655 und das ist ein Teil für einen Kleiderschrank. Und wir bauen einen Wohnwagen, also brauchen wir einmal den Möbelsatz dafür. Okay, das heißt aber auch, da ist eine Software dahinter, die kann das optimieren, dass der Verschnitt. Deswegen die Maschinen für die Optimierung, aber auch eben hier dieses in Anführungszeichen Durcheinander, was man hier sieht, was ja kein Durcheinander ist. Es muss halt nur in 5 Tagen muss es vorne in der Montage sein. Okay, das heißt also, jemand ist dafür verantwortlich, der sich darum kümmert. Bei 3 Schichten hast du 3 Verantwortliche? Wir haben hier einen Hauptteamleiter in der Abteilung und 2 Unterteamleiter. Und in der Nachtschicht ist nochmal jemand, den haben wir, sage ich mal so schön, den Hut aufgegeben. Das heißt, der kümmert sich so ein bisschen darum, dass es eben abends in der Spätschicht und Nachtschicht auch läuft. Ich fand das eben so lustig, als ich sagte, dass die Wagen preiswert sind. Ja, da hast du gelacht. Wahrscheinlich gibt es noch billigere, oder, am Markt? Ja, wie gesagt, mit Preisen, ich bin jetzt der Produktionsmann, ich kenne mich mit Preisen nicht so aus, aber es gibt definitiv preiswerter als uns. Aber die haben sich auch eine andere Qualität. Und ich meine, wir bauen ja den größten Wohnwagen der Welt, den Slide-Out, 7,50 Meter. Und da geht es ja bei 80.000 € los, ne? In der Grundausstattung. Der wird auch hier gebaut. Den bauen wir auch, ja.
Das ist aber eher so eine Sache, die ihr nicht jeden Tag baut, oder? Nee, wir haben jetzt letzte Woche 15 Stück gebaut. 15. 15. So, hier ist noch eine kleine Maschine, eine etwas kleinere. Was kann die? Ja, das ist halt so, hier haben wir so 4 typische Tischlermaschinen. Also eine Oberfräse, eine Tischfräse, wo halt per Zeichnung dann eben noch Teile eingestellt werden und bearbeitet werden. Und das hier ist eine große Kantenanleihenmaschine. Man sieht hier auf der linken Seite die Kanten. Klebstoff, Kante wird aufgefahren, Teil fährt vorbei, hinten abgestapelt und fertig. Okay. Ist es auf der anderen Seite besser zu sehen? Ja. Warte mal kurz, wir gucken mal rein. Das ist ja hochspannend, gerade Kanten, die müssen ja halten, oder? Ja, da hinten kommen jetzt gerade die Teile an. Da ist vorne noch so reingesteckt und hier hinten ist dann eben dann auf der einen Seite die Kante dran. Können wir mal ein Teil sehen? Die Kante ist jetzt gerade aufgefahren hier. Ja, es sieht so einfach aus, oder? Ja, die muss halt eben auch hier passend sein, und muss da passen und das muss ja eben auch passen. Ne? Und die Danke. Vielen Dank. Toll. So, ihr seid ein großes Team, das heißt, das schreibt ihr ganz groß, oder? Team ist wichtig und wir stehen jetzt auch gerade an so einer Teamtafel hier. Also wir gucken, dass es geht morgens früh mit einer 8 Uhr Runde los. Das ist dann so die Abteilungsleiterebene und dann haben wir nochmal die Teamleiterebene um 11 Uhr. Und mindestens einmal am Tag steht hier das Team an dieser Tafel. Komplett? Komplett. Also die Abteilung, die hier ist, die kriegt einmal am Tag, was war besonders, was war gut, was war schlecht. Wo müssen wir heute aufpassen, wo gibt es Besonderheiten. Hat man irgendwelche Arbeitsunfälle oder sowas, das wird schon berichtet. Also wir wollen ja auch, dass die Mannschaft weiß, wie viele Fahrzeuge haben wir denn gestern gebaut. Ja. Wie viele waren gut, wie viele waren schlecht, wo hapert es momentan, das ist ja schon Sachen, die sollen ja alle wissen und nicht nur die am Montageband ist. Ja, ihr macht ja viel mit Holz, das heißt, ihr habt viele Schreiner hier, sind das ausgebildet? Ja, hier sind sehr viele Schreiner ausgebildet. Ja. Ist das schwer, die Leute zu kriegen, gute? Ja, es wird immer schwieriger. Also wir haben also unsere Ausbildung, kriegen wir noch geregelt, aber es wird in der Tat schwieriger. Ja, wir haben halt hier auch, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, wir haben so ein paar Häuselbauer um uns herum. So Fertighausbauer und die haben ja bekanntlicherweise auch nicht gerade Langeweile. Und ja. Aber man denkt so, man geht aufs Land und hat dann kein Problem? Nee, hier sind 3 große Fertighausfirmen um Umkreis von 50 Kilometer und die haben die gleichen Gewerke, weil die haben die Elektriker, die haben die Schlosser, die haben die Dachleute, die Zimmerleute, alles das, was wir machen, machen die auch. Nur wir machen noch ein Fahrwerk drunter, wir können es fahren, die nicht. Oh, verstanden. Das heißt, ihr macht ein fahrendes Haus? Ja. Ja, es ist. Wollen wir in die Seitenbahnfertigung gehen oder wie jetzt das? Gerne. Ich will noch einmal ganz kurz, nur mal, dass man mal durchläuft, mal sieht, wie groß das Ganze ist. Ja. Denn ihr habt wirklich viel zu tun. Das bedeutet, so ein Fahrzeug besteht aus wie vielen Teilen ungefähr? Was denkst du? Oh, das sind mehrere hundert. Also ich weiß, wir machen hier am Tag zwischen 6.000 und 9.000 Teile. Echt? Hier, am Tag. Krass. Und die werden dann hier eben alle nochmal kommissioniert. Das heißt, wir haben ja hinten gesehen aus den einzelnen Maschinen. Und hier wird jetzt dann aus den einzelnen Bauteilen eine Baugruppe gemacht. Nämlich dann die Sitzgruppe, das Bett, der Kühlschrank. Also ein Bausatz. Genau, die Küche. Und hier stehen dann halt abteilungsweise alle Teile für eine Küche oder für eine Sitzgruppe oder Kühlschrank. Sag mal, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne keine Küche, was weglassen würde gehen? Ungerne, weil das Möbel wird sowieso gebaut. Also da ist der Aufwand, etwas nicht zu machen, viel größer als etwas mitzumachen. Baust dir lieber hinterher aus, wenn du nicht brauchst. Genau, wenn du mal gerade so lieb ist, das Teil, das sieht so lieb aus. Ja, wenn du mal das rausziehst, das sieht so aus wie so ein hinteres Teil, ja. Dass man mal ungefähr sieht, was könnte das sein? Das ist eine Seitenwand in der Toilette hinten. Also hier ist denn das Heck. Und auf der einen Seite ist sicherlich die Toilette und auf der anderen Seite ist ein Schrank wahrscheinlich und das Bett. Eine Raumtrennwand. Der Raumtrennwand. Ja. Stark. Ich bin jetzt schon vollkommen begeistert. Denn ich habe es mir ganz anders vorgestellt, lieber Norbert. Ja, ein bisschen Tetris. Ja. Man sieht, ich mache das nicht so oft. Ja, jetzt sehe ich auch, es würde gar keinen Sinn machen, die hier nicht zu bauen. Also wenn ihr hier nur die Fertigung machen würdet, würde das irgendwo hinbringen. Das wäre ja Wahnsinn, oder? Ja, das ist logistisch Wahnsinn. Weil das einzupacken, damit es da heile ankommt, das ist irre. Stimmt, jetzt wo du es sagst.
Du hast es eben ganz kurz angesprochen, Arbeitsunfälle. Es passiert schon mal was Schlimmes oft oder geht's? Nein, Gott sei Dank. Also wir haben jetzt keine kritischen Fälle, aber da knickt mal jemand um, da stolpert mal jemand über irgendwas. Und diese Klassiker, dieses Cuttermesser. Ja. Beim Auspacken von irgendwelchen Möbelteilen, dann wird halt mal aus Versehen mal eben oder... In die Hand. Ja. Okay, hier vorne sieht man, das sind Scheiben. Das sind Plexiglasscheiben, ja. So kommen die dann an bei euch. Das heißt, ihr habt ja auch... Die kriegen wir zugeliefert. Also das kriegen wir als rohe Platte zugeliefert. Hier wird die Qualität geprüft und die Bänder werden angebaut. Und hier vorne sieht man, das sind... Das ist eine Klappe in dem Fall. Ja. Okay. Die wird auch hier gebaut? Nee, die kaufen wir auch zu. Also was so Formteile sind, die kaufen wir in der Regel zu, aber wird halt hier kommissioniert. Okay, verstehe. So, auch das ist natürlich in der heutigen Zeit, müssen die Lieferketten ja 100% funktionieren. Ja. War das schwer in letzter Zeit? Das ist aktuell ziemlich schwer, ja. Anspruchsvoll. Weil irgendein Teil wahrscheinlich von ganz weit weg kommt und im schlimmsten Fall im Suezkanal gerade vor einer Woche stecken geblieben ist. Oder ja, aus irgendwelchen Gründen einfach momentan nicht verfügbar ist. So, jetzt wirst du ein bisschen leiser, weil wir uns auch schon relativ angeschrien haben. Wird ein bisschen leiser, genau, ja. So, hier vorne sieht man eine Seitenwand. Ja, das ist die Seitenwandvorfertigung. Also die ist jetzt auch schon unmittelbar getaktet. Im Maschinensaal, wo wir gerade waren, das ist ja, die fangen 6 Tage vorher an, vor Bandstart. Das ist jetzt unmittelbar, also diese Seite, die jetzt hier gerade vor uns ist. Und da sieht man auch das Thema Lieferkette. Wie man nämlich sieht, ist da kein Fenster drin, sondern eine Folie, weil wir aktuell in berühmten Fenstern nicht haben. Weil da nämlich die Lieferkette nicht funktioniert. Das ist schwierig, oder? Das heißt, es gibt Bauteile, da kannst du gar nichts bauen, ne? Der wird gebaut, aber der wird ohne Fenster gebaut. Deswegen kleben wir ihn zu, weil die Fenster erst am Freitag kommen. Das heißt, wir fahren das Fahrzeug jetzt morgen ohne Fenster raus und bauen die Fenster am Freitag nach. Ich mag dich jetzt schon, du bist so ehrlich, weil es hilft ja nichts. Du musst ehrlich sein. Ja? Ich kann es ja nicht verhindern. Ich meine, es ist halt so, wir würden sie ja gerne einbauen, wenn wir sie hätten. Stark. Das ist ja auch nicht alles. Das ist also rechte Seite, ja. Da, linke Seite, nicht da. Ah, guck mal da. Ich habe schon gedacht, da ist die Außenseite. Das heißt, die Seitenwand kommt schon fertig oder macht die auch? Die Seitenwand kommt fertig gefräst aus Jandelsbrunn. Ja. Aber dann kommen Aufkleber dran, normalerweise Fenster rein, ja. Leisten dran, LED-Beleuchtung in dem Fall ist die Vorzimmerbeleuchtung, Aufkleber, Schriftzüge von innen, Rollos, alles was dann eben benötigt wird. Okay, das heißt, ihr baut die fertig bis auf die Fenster? Genau, und das eben auch in der Linie und die hier, die werden, also die nächste Stunde sind die oben am Fahrzeug und werden verbaut. Weil da oben können wir jetzt schon mal so einen Blick reinwerfen. Ich mache mal gerade ganz kurz, weil das hier sieht immer so stark aus, wenn man die sieht, so von der Seite. Ist so ein kleines bisschen wie so Bausätze von Revell. Ja, bloß ein bisschen größer. Ja. Ist ja nichts anderes, oder? Lego für Große. So, hier war ein Fenster da. Hier war ein Fenster da, ja. Ja. Und da hinten sind Fenster auch da, nur noch nicht drin. Okay, verstehe. Das heißt, es sind im Moment noch Ausnahmen, aber ich sag mal, die Fenster sind das Standardfenster. Das hier sind wahrscheinlich Salzfenster von Dometic oder irgendwas. Die sind von Dometic Salz, ja. Genau, ja. Das ist der. Aber die habt ja nicht nur ihr, sondern die haben auch viele andere, die wollen ja auch haben. Im Moment gibt es ja einen riesen Boom. Ja. Plus noch, eventuell gibt es dann das Plexiglas nicht, weil es irgendwo anders fehlt. Ja. Ja, und auch die Seitz bauen ja das nicht nur in einem Werk, sondern in ganz vielen Werken. So, hier vorne sieht man, die werden so angeliefert, oder? Die kriegen wir so geliefert, ja. Stark, habe ich auch noch nie gesehen. Das heißt, auch hier ist die Qualitätskontrolle, ihr müsst alle prüfen, sind die in Ordnung oder passt das meistens? Nee, wir gucken, also stichprobenartig gucken wir regelmäßig rein. Wenn wir irgendwas feststellen, wird die komplette Lieferung geprüft. Ansonsten, wenn die Stichprobe positiv ist, also kein Fehler, dann laufen die normal in die Fertigung rein. Wareneingangskontrolle logischerweise sowieso. So, das sind die Seitenteile, da weiß ich, da darf man nicht mit harten Gegenständen gegenstoßen, da ist eine Delle drin. Sollte man nicht tun, ja. Sollte man nicht tun. Und das heißt, ihr müsst unglaublich bei so breiten Teilen aufpassen, dass da nichts passiert, oder? Ja, man sieht ja auch überall hier oben Rollen, die geschützt sind, also damit hier nicht irgendwelche Kratzer sind. Wir fangen an und kleben hier so Ecken ab, ne, die so ein bisschen sensibel sind. Hier sind ja auch noch Schutzfolien drauf, damit man eben dann diese besonders sensiblen Sachen nochmal schützt. Jetzt haben mir Leute erzählt, also ich kriege ja öfter mal Leute, die kriegen so Reklamationen, jetzt nicht von euch, die schreiben dann, ich habe innen, bei euch gibt es ja keine, so. Ich habe hier einen Zentimeter Luft zwischen den Möbelteilen, das Maß hat mich gestört und so weiter. Wie genau ist denn die Fertigkeit bei euch? Der Millimeter ist ein Maß für uns, ohne Frage. Nochmal, Millimeter? Millimeter, natürlich. So, und das unterschreibst du auch, wenn da also jetzt irgendwie das Klo ein Zentimeter absteht oder? Kann gar nicht sein. Das geht nicht? Nein. Okay. Zentimeter unmöglich. Nein, du lachst jetzt, das gibt es, habe ich gesehen. Das gibt es für uns nicht. Okay. So,
Das heißt, alles CNC genau, also das funktioniert. Natürlich haben wir Fertigungstoleranzen. Also wenn ich jetzt mal so ein Fahrzeug nehme, was dann 6 Meter lang ist und ich habe an jedem Bauteil irgendwo 2, 3 Zehntel Toleranzen, dann komme ich dann hinten schon irgendwo. Das kann sein, aber das gleichen wir aus. Und wenn du sagst, dass die Toilette einen Zentimeter Spalt hat, das geht bei uns nicht. Okay, ich wollte es mal erwähnen. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Ehre. Wir sind hier Made in Germany, Made in Hessen. Ja, das heißt, also ihr arbeitet nach Qualitätsstandards, werdet ihr überprüft? Das heißt, kommt da noch ein Externer mal hin? Ja, natürlich. Ich meine, die sicherheitsrelevanten Sachen werden logischerweise auch überprüft. Ja. Wir werden 1- bis 2-mal im Jahr vom TÜV geprüft. Ja. Denn wenn das Fahrzeug bewegt sich auf der Straße und es sollte ja Räder, ein simples Beispiel, die Räder sollten dranbleiben. So, hier vorne sieht man die Wärmedämmung, Styropor. Ja. Das ist schon ewig so, oder? Ja. Zumindest seitdem du da bist. So ist es. Also ja, seit 6 Jahren ist es nicht anders. Hier unten sieht man, das sind jetzt Teile, ich nehme an, der untere Teil, das ist ein anderes Material, die Füllung? Nee, da kommen nur Steckdosen rein und deswegen ist da Material, weil ich muss die Steckdose ja irgendwo anschrauben. Okay, deswegen verstanden. Sind da Kunststoffteile eingebracht, genauso wie in anderen Bereichen, wo eben Teile, hier werden sie eingeklebt teilweise, aber überall da, wo ich schraube, muss ich ja Material hinter haben. Ein Styropor kann ich ja nicht ranschrauben. So, hier ist ein Freigabesiegel. Was kann das? Weil wir geprüft haben. Ihr habt nachgeguckt? Wir haben nachgeguckt. So, ich habe zum Beispiel mal gefilmt bei einer, bei einem Unternehmen bei euch aus der Gruppe, bei Morelo waren die da und haben dann ganz genau geguckt, dass alles ganz plan war, bevor die dann irgendwas angebracht haben. Ja. Es gibt ja ganz bestimmte Prozesse, die muss man ganz genau überprüfen. Ja, also wir fangen halt da vorne an. Ja. Da ist der Stapel, den wir so angeliefert bekommen. Das sind die Seitenwände. Aus Jandelsbrunn, genau. So kriegen wir sie geliefert. Und auch da kann man jetzt auf der Rückseite schon mal sehen, die Kollegen in Jandelsbrunn gucken sich ja auch jedes Teil einzeln an und beurkunden das auch, dass das in Ordnung ist. Okay, verstanden. Und wir gucken dann halt nochmal. Nicht, weil wir denen nicht trauen, sondern weil ja auf dem Transport irgendwas passiert sein könnte. Jetzt kann ja mit dem Stapler auf dem LKW irgendwo was gerappelt, geschabt haben und deswegen gucken wir an der ersten Stelle auf jeden Fall nochmal. So, jetzt kommen die... Alles in Ordnung. Deswegen haben wir hier auch schönes Licht. Mal da oben die wunderbare LED-Beleuchtung. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Damit man hier halt gescheit was sehen kann. Und dann gucken wir halt am letzten Platz nochmal. Das ganz Gemeine ist ja, wenn du dann so ein Licht hast, gerade LED, jetzt geht es ja mit den Riffel, geht es ja noch. Wenn du jetzt natürlich Glattblech hast, du siehst ja alles, oder? Ja. Da zeichnet sich jede Kleinigkeit ab. Und je nachdem, wie dann das Sonnenlicht fällt, dann nochmal schlimmer. Jetzt sieht man hier die Tür, da ist Holzeinfassung? Ja, weil es muss ja festgeklebt und festgeschraubt werden. Und im Styropor hält es bekanntlich schlecht. Ich habe ja keine Ahnung, du musst mir alles erklären. Ich bin quasi, Es ist jetzt hier übrigens gerade so ruhig, weil wir gerade eine Mittagspause haben. Das ist gut so, weil dann können wir ein bisschen besser reden. Ja. Ich gehe mal gerade hier durch. Hier habe ich ganz viele Einzelteile gesehen, die, hier laufen, hier jetzt mal hier Dichtungen, nehme ich an. Ja, Kantengummis, genau. Kantengummis, die da sind. Auch da hattet ihr jetzt kein Problem mit den Teilen? Oder aktuell haben wir da keine Probleme mit. Ne? Okay. Das hatte ich relativ kalt erwischt im März letzten Jahres? Die erste Welle war nicht ohne, ja. So, hier sieht man viele Bauteile. Das heißt, ihr habt viel auch Kunststoffbauteile, die müssen alle natürlich funktionieren. Das heißt, eben mal so ein neues Modell machen, was ganz anders ist, das geht nicht, oder? Nee, das ist ein ziemlicher Aufwand, weil da steckt ja einiges an Beschaffung hinter. Stark. Ja, aber der Markt, der verlangt ja dauernd neue Fronten, neue Heckteile, alles muss ganz modern werden. Das ist so, und wenn dann ein neues Teil kommt, sagen die Leute auch noch draußen, das gefällt mir jetzt nicht die ersten 2 Jahre, bis sie gemerkt haben, okay, jetzt ist doch schön. Ja. Aber da bin ich Gott sei Dank derjenige, der falsche Ansprechpartner, weil wir bauen sie ja nur. Stark. Die Vorgabe, was gebaut werden soll, macht dann noch der Vertrieb. Und das hier sind Rollos. Ja. Genau, die kenne ich. So rauf, runter und die dann einhaken. Sonnenschutz, Fliegenschutz. Und da vorne sind sie eingebaut. Ja. Das heißt, es ist eine eigene Truppe, die baut. Ist das so, dass die Leute stets dasselbe machen oder sind die auch im Wechsel? Nee, wir gucken schon, dass wir die Leute möglichst nach Belieben oder nach Wollen eben umsetzen. Ne? Also das heißt, die machen vielleicht morgens früh das und nachmittags das und abends das und dann nächste Woche was ganz anderes. Am liebsten ist es mir, er kann ganz vieles. Aber es gibt ja Leute, die sagen, weißt du, ich möchte eigentlich immer nur Rollos einbauen als Beispiel. Warum nicht? Dann kann das auch gerne machen. Das ist schon so. Ich meine, ihr seid ja ein großes Team. Mit wie vielen Leuten nochmal? 440. Krass. Also ich mache ja das Marketing für Globus unter anderem, ja, und so ein kleines bisschen mit. Und da waren wir mal im Markt in Saarlouis, zumindest im Saarland. Die haben 650 Leute in einem Supermarkt drin, ja, die sich dann auch abwechseln. Ist das denn schwer, die alle zu kennen? Ein Personal. Ja.
Das In ist einem Supermarkt, 650 Leute. okay, das ist viel. Das ist Bäckerei, Fleischerei, die machen alles selber Respekt, ja. und so weiter. Und hier aber bei so vielen Leuten, du kennst jetzt nicht jeden mit Vornamen? Oder doch? Mit Vornamen würde ich nicht behaupten, aber ich kenne sie alle. Ja. Alle. Also wenn hier jemand ist, den ich nicht kenne, würde ich hingehen und würde fragen, wer bist du? Okay, klasse. Weil ich möchte heißt- schon wissen, wer hier arbeitet. Stark. Das heißt, ist auch für dich ganz wichtig, das Reporting, wenn mal irgendwas schief läuft und so weiter, ist ja ganz wichtig, dass du sofort erfährst, da stockt irgendwas zum Beispiel. Ja, das kriegen wir auch automatisch mit. Also wenn es dramatisch ist, dann habe ich ja ein Telefon dabei, dann wird das sofort geregelt. Ansonsten haben wir das ja in der morgendlichen 8-Uhr-Runde. Wird ja auch berichtet, was war gut, was war schlecht. So, das hier ist leicht gebogen. Was ist das? Das sind die Bug- und Heckteile. Das hier sind die Heckteile, aktuell auch für die Kollegen unten in Jandelsbrunn. Wir bauen nämlich auch Teile für Jandelsbrunn. Ach so. Die Kollegen bauen Seiten für uns und als Ausgleich bauen wir Heckteile für sie. Als Dankeschön. Ja, naja, so ungefähr. Ach, das sind die Heckteile. Das sind die Heckteile und das sind die vorne die Bugteile. Also Heckteil, Bugteil. Ja, wenn man das so sieht, so einzeln, kann man es nicht sofort erkennen. Da sind jetzt natürlich Teile angeschraubt. Was ist das für ein Teil hier? Ist das zum Transport? Nee, da kommt jetzt nachher noch ein Fender dran. Das heißt, da kommt noch ein Bauteil dran. So, jetzt habe ich ja selber ein solches Fahrzeug gehabt, ja, muss ich fairerweise dazu sagen. Wir hatten ihn 7 Jahre lang, einen schönen Puccini, Doppelachser. Hat mich unglaublich begeistert, weil das Thema, ich sag mal, Caravaning gegenüber Wohnmobilen, du hast viel mehr Platz in so einem Caravan. Und es kostet nicht so viel, kein Motor drin, du hast weniger Kosten. Aber ich sag mal, der Markt an Wohnmobilen, du kannst es verstehen, dass mehr Wohnmobile wie Wohnwagen im Moment gefragt werden? Das kann ich verstehen, ja. Also ich glaube, es gibt auch, also es ist ja fast der Trend zum Zweitwagen, also zum Zweitwohnmobil. Ne? Also denn der Mann fährt zur Arbeit mit dem Auto und die Frau fährt vielleicht zum Einkaufen und die Kinder in die Schule und in den Kindergarten mit einem kleinen Wohnmobil. Ah, stimmt. Das heißt, die haben keinen zweiten Wagen, im Prinzip ein kleines Wohnmobil, einen Kastenwagen oder sowas. Hat ja auch einen Kühlschrank alles drin, also von daher macht das sogar noch Sinn. Das ist so, denn ich sag mal so, die typischen Camper, es gibt ja Leute, die stehen fest und Leute, die reisen viel und so. Ihr habt ja für alles, habt ihr einen Wohnwagen, oder? Irgendwie. Von ganz klein bis ganz groß. Ja, wie gesagt, 3,90 bis 7,50 Meter mit Doppelbetten, mit Dreifachbetten, mit Einzelbetten, mit King-Side-Betten. Also das, was das Herz begehrt. Oh, ich nehme an, das Fußboden. Das ist Fußboden, genau. Klassischer Fußboden, wie man ihn zu Hause auch haben könnte. Der ist wahrscheinlich genauso breit wie der Wohnwagen. Der ist genauso breit wie der Wohnwagen, ja. Die gibt es da- sogar in 2 Breiten, weil wir auch 2 breite verschiedene Wohnwagen haben. Ja, jetzt verstehe ich so langsam. Das heißt, ihr macht den nicht kürzer oder länger, sondern er ist so breit wie der Wohnwagen. Ja, aber es gibt 2,30er und 2,50er Breiten. Verstanden. Sehr schön. So, und das Ganze, ihr kauft wahrscheinlich auch nicht einen Boden, sondern die Rollen, da gibt es mehr von, oder? Ja, das ist hier nur das, was wir unmittelbar brauchen. Was Das Handlager. Das ist nicht, das Rollenlager ist noch woanders, ja. Verstehe. So, was ist dein Vorschlag? Wo geht's weiter? Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in die Korpusfertigung, beziehungsweise alles, da ist ja auch, die machen Versetzschicht. Hier bauen wir die Großteile. Also alles, was Dach oder Fußboden ist oder Bug oder Heck, das kommt von hier. Dach, Fußboden, Bug oder Heck? Ja. Also die Großteile. Wir sagen, hier ist jetzt schon der Auslauf. Was sich da hinten bewegt, ist so ein bisschen die Presse. Die Zeig das Presse mal. wird jetzt hier jetzt gerade reingefahren. Hier ist das Teil rausgefahren. Das ist eine Etagenpresse mit 2 Etagen. Oben 40 Grad, unten 60 Grad. Unglaublich, was ihr da investiert habt, oder? Ja. Ja, und das geht, wenn du hier rechts guckst, geht es ja hier rechts weiter. Die Kollegen bereiten sich jetzt auch schon auf den Mittag zu, deswegen ist ja auch gerade etwas. Ich muss dazu sagen, wir filmen heute ist Mittwoch, glaube ich. Ist Mittwoch, ja. Genau, heute ist Mittwoch, 7 Minuten 28. Das heißt, so ähnlich wie beim Backofen. Ja, du siehst, die Uhr zählt runter. Ja. Und das heißt, in 7 Minuten 18 geht die Presse wieder auf. Ja, das heißt, dann ist fertig könnte gebacken. Theoretisch das nächste Teil rein. Genau, dann ist fertig gebacken. Ist das warm da drin in der Presse? 60 Grad bzw. 40 Grad. Oben 40 und 60. Und man hört jetzt schon, da geht jetzt auch die nächste Maschine aus, weil auch der Bereich macht jetzt gerade Mittagspause. Das ist doch gut so. So, hier vorne sieht man der Boden. Ja. Der kommt dann Hier anschließend auf rauf. diesen Rohlink aufgetragen, der liegt dann hier. Dann wird das hier einmal drüber gerollt. So, du hattest eben angeboten, du hattest einen Rohling irgendwo liegen, gell? Dann, Hier drüben steht ein Rohling. ja, wir schauen uns das mal an. Aus welchem Material ist denn der Boden? Das ist auch wieder Sperrholz.
Sperrholz. Dazwischen liegen Fichtenleisten, die kann man hier sehen. Das ist die Fichtenleiste, das ist das Sperrholz. Und hier zwischen ist Styropor. Immer wieder mal eine Fichtenleiste, oder? Ja, in festen Abständen. Also auf jeden Fall immer am Plattenstoß, beziehungsweise irgendwas eingebaut wird. Okay, damit das von unten festgehalten wird. Dann Styropor drunter. Das ist dann später mal die Unterseite vom Wohnwagen, das hier. Okay, und das heißt, da kommt der Boden drauf, der wird dann draufgeklebt. Und dann hier. Der wird hier geklebt, genau. Das heißt aber auch, ihr habt unglaublich viel Kleber, den ihr beschaffen müsst, oder? Wir haben da hinten, das kann man so ein bisschen erahnen, eine Garage, wo größere Klebermengen drin liegen, die auch da klimatisiert werden, weil Kleber ist ja auch ein sensibles Thema. Warum? Das heißt, ja, der muss die richtige Temperatur haben. Ach Zu so. kalt und zu warm gibt ein Problem. Ist wahrscheinlich so, da ist bei jedem Kleber ein Handbuch dabei, oder? Ja. Wie der wieder zu verwenden ist. Wieder zu verwenden ist. Und jetzt kann man hier mal sehen, Ja. das ist jetzt hier gerade die Unterseite vom Boden. Fahrt ihr? Ja, okay. Das ist ein Laser. Das sind Laser, die zeichnen an, wo dann später nochmal irgendwelche Platten kommen zum Festschrauben. Aber ein Stück an der Seite gehen, jetzt kommt das Portal hier rüber. Da ist der Kleber. Das ist der Kleber. Das ist ja Wahnsinn. 2 Komponenten PU. Ich zeig's mal gerade von der anderen Seite. Das ist eine starke Maschine, oder? Im Grunde genommen ist das auch eine CNC-Maschine, weil man sieht hier am Fußboden, das sind jetzt die Auslässe, wo später mal die Doppelachsen kommen. Das hier vorne ist der Ausschnitt, wo die Trittstufe reinkommt. Das wird ausgespart. Wir müssen hier kein Kleber aufbringen, wenn wir es später sowieso wieder ausfräsen. So, das spart natürlich auch viel Geld und es erleichtert die Arbeit enorm, oder? Ja, das ist Fertig. Ressourcen schon. Nee, Und- nicht ganz. Jetzt kommt hier das Teil. Das fahren wir jetzt hier oben drüber Ja. Achso, legt's dann ab. und legen es ab. Ja. Und das ist halt dann dieses Thema Leiste und Zwischenleiste Styropor. So, das macht's so leicht, oder? Das macht es leicht und das dämmt auch. Also der muss ja einiges aushalten, so ein Wohnwagen. Das heißt, wenn der fährt über Stock und Stein mit allem drum und dran. Ja. Und du hast es vorhin angesprochen, gerade der Frankreich-Kunde an sich, der fährt natürlich deutlich mehr Kilometer Achso, der ist laufend unterwegs. als der Urlauber. Ne, der Urlauber fährt 2-3 Mal im Jahr im Urlaub, macht seine, weiß ich nicht, 10.000 Kilometer, wenn es hochkommt, aber das glaube ich ja noch nicht mal, wahrscheinlich nur 5.000. Aber der Profi, der in dem Fahrzeug wohnt, der macht mehrere 1.000 Kilometer im Jahr. Ist aber nicht so wie bei Mercedes-Benz, dass ihr eine spezielle Version habt, jetzt zum Beispiel für den Dauerverkehr, Taxis oder so? Nee. Nein, also das sind alles dieselben. ist der gleiche Boden, das ist die gleiche Fichtenleiste, das gleiche Styropor. Also nicht, dass sie aus Frankreich einen besseren kriegen. Nein, das ist alles das Gleiche. Ja, ich wohne in Frankreich, deswegen wäre das schön, wenn du gesagt hättest, ja, die Franzosen kriegen was viel Besseres. Nein, das tut mir leid, das ist nicht so. Ja, es gibt ja viele Märkte. Ist ein Markt entwickelt worden, wo du das Gefühl hast, der ist gerade am Boom neben Frankreich? Der so kommt, so ein bisschen für euch? Kann ich nicht sagen, ob das in Frankreich ist. Ich meine, wir merken halt, es boomt, ja. Aber wo das speziell boomt, das kann ich nicht sagen. Weil ich meine, das ist schon, wir sind auch neben den Profi-Campern, sage ich mal, wie wir es haben, denn der normale Camper, also die Familie, ja, das ist halt so der Trend momentan. So frei sein und in die Natur und mit Kindern und ja, ist doch schön. Sag mal, wer kommt denn auf die Idee, so eine Maschine zu erfinden? Das kann ich dir nicht sagen. Die gibt es aber zu kaufen, sowas. Man kann es normal kaufen, ja. Und da wir ja hier Spitzenleute haben, die den Maschinenmarkt einfach mal abklappern, dann Ich sag's mal gerade, das ist lutzke-gmbh.com. Das klingt unglaublich deutsch, aber ist deutsch. deutsch. Das ist made in Germany. Jetzt hat er nochmal dieser- Kleber aufgebracht. Und ja, das ist die Rückseite. Ne, das ist jetzt die Fußboden, das ist die Fußbodenunterseite. Vorher war es die Oberseite vom Fußboden, das ist jetzt die Unterseite vom Fußboden. Ja, während Schwarz wir jetzt deswegen? gesprochen haben. Ja. Schwarz deswegen, weil ja, der Spritzwasser geschützt. Ne? Also da kommt ja Spritzwasser gegen und da es ja Holz ist, deswegen ist es schon mal lackiert. Damit Okay, verstehe. er nicht vermoddert. Und jetzt am Schluss kommt wahrscheinlich nochmal eine Schicht drüber, die wird gesprüht oder bleibt so? Das bleibt jetzt so. Das ist jetzt so ein Sandwich, wie wir es nennen. Und da kommt es nochmal abgeklebt, wird nochmal fixiert und dann kommt dann die Presse rein. Ah, okay, verstanden. So, das wird dann anschließend, ist das fest, oder? Das ist fest miteinander verbacken? 8 Minuten ist das hinten ein Klotz. Und das kenne ich von den Möbelbauern, der Tacker. Genau, der Tacker. Das ist jetzt zum Fixieren, damit in der Presse nichts verrutscht. Dann kleben wir gleich nochmal die Stöße ab, damit wir keinen Klebeaustrag haben, der irgendwie dann in der Presse die Folie
ja, beschädigen könnte oder da irgendwelche Klebereste dann gibt. Und dann marschiert er rein. Aber hier die Kleber, die es ja heute gibt, das ist kein Vergleich mal wie vor 20 Jahren, oder? Nee, das ist schon eine andere Welt, ja. Aber die sind auch deutlich sensibler. Also ich meine, hier wird festgehalten, welche Temperatur wir im Raum haben, welche Luftfeuchtigkeit wir im Raum haben. Denn dementsprechend wird hier auch nicht nur der Klebstoff an den Düsen aufgebaut, sondern auch Luftfeuchtigkeit hinterzugebracht. Weil Echt? es braucht ein bestimmtes Klima, dieses Gerät. Das ist ja fast wie Das eine ist nicht Pizza. einfach so eine Maschine, das ist schon Hightech. Jetzt ein Pizzateig, wo meine Mutter mal gesagt hat, mach ja nicht die Tür auf. Ja, sonst, Ja, aber so ähnlich, genau. Nicht sonst fällt das reingucken, sonst fällt der Kuchen zusammen. sehr schön. Aber das ist ohne Witz so. Das steht im Handbuch drin, ist so und so zu behandeln bei der Luftfeuchtigkeit, Temperatur. ja. Ansonsten könnte es nämlich sein, dass er nicht richtig abbindet oder irgendwas passiert. Und jetzt siehst du, jetzt fahren wir mit dem Tisch vor. Ja. Und in die Übergabestation und dann fährt er in die Presse. Und du siehst ja mittlerweile da oben auch, sind jetzt aus den 7 Minuten nur noch 43 Sekunden geworden. Stark ist auch, die müssen nicht viel heben hier, die Jungs. Das heißt, A, es ist eh leicht, aber B, ihr habt natürlich darauf Wert gelegt, dass die alle, ich sag mal, es einfach haben. Ja, ja. Jetzt waren sie 30 Sekunden zu schnell, weil die Presse ist noch zu. Die waren zu schnell. Ja, wir haben sie abgelenkt. Direkt Lohnabzug, oder? Nein, das ist alles gut, alles gut, alles gut. Zu schnell. So, ich seh überall, wo ich filme, sehe ich Wirt. Ja. Ist das ein guter Partner? Das ist der Partner schlechthin für uns. Ja, wir kriegen ja gefühlt alles von Wirt. Also Schrauben, damit ging es los, aber es wird ja immer mehr. Wirt ist ein rundum Full-Service-Lieferer. Und das Schöne ist, sie rufen halt heute an oder sie scannen heute ein. Wir haben ja auch diese roten Regale da im Hintergrund. Es ist ein Wirt-Regal. Und alles, Oh, die stellen euch das direkt was schon wir rein. jetzt heute einscannen, es wird morgen Abend angeliefert. Ne? Also das ist schon... So, Presse geht auf. So, ich zeig das mal gerade. Das heißt, da vorne kommt es raus. Jetzt geht hier vorne noch 9 Sekunden. Ah, jetzt wird schon hochgezählt. Jetzt fährt das Teil raus. Ja, das kann man uns gleich mal angucken. So, und hier vorne fährt das nächste Kommt rein. doch gleich das nächste rein, ja. Boah, ich bin ganz begeistert. Weißt du das? Das ist doch gut so. Wenn du es siehst, weil du denkst immer so Magic, das wird irgendwie, keine Ahnung, so ganz kleine Männlein bauen das zusammen. Das ist real, also wir machen es wirklich, ja. Das ist ja cool. So Ja, ist, und das Spannende ist eben, dass diese Böden dann eben auch schon auftragsbezogen sind. Also die haben schon einen Auftragsbezug. Ne? Also, und da ist eben ganz genau festgelegt, wann dieser Boden, der jetzt da vorne liegt, wann der vorne gebraucht wird. boah, ist das ein Albtraum, wenn ihr irgendwas fehlt. Ja, wenn ihr das nicht machen könnt. Ihr hättet jetzt das Stück. Ich meine, wir unterscheiden da zwischen aufbaurelevant und nicht aufbaurelevant. Ich sage mal, wenn der Besteckeinsatz fehlt oder im schlimmsten Fall auch das Fenster fehlt, das ist ärgerlich und blöd. Aber das Fenster kann man zukleben. Und ich kann es nachbauen. Aber wenn ich keine Fußbodenbretter habe, weil der Lieferant sie nicht geliefert hat und wir keine Fußböden bauen können wir keine Wohnwagen bauen. Du weißt was, wir schauen uns mal das Teil da hinten an. Denn wie es jetzt reinfährt, kann ich mir vorstellen. So, jetzt ist hier ein Stapler, steht hier mal so mittendrin. Was hat der für eine Aufgabe? Der hat jetzt hier das Gestell, wenn wir hier den PVC-Boden wechseln. Ah, der ist ja schwer. Ja, denn das ist speziell dafür jetzt gemacht zum Einhängen. Und dann können wir halt hier die Rolle wechseln. So, ihr habt überall hier Maschinen und oben drüber Träger, die Kräne dann halten. Ja, das sind Vakuumsauger. Das sieht so aus. Ja, kann man ja schön sehen da hinten, da wird gerade abgestapelt. Abgestapelt. Ja, das ist jetzt ein fertiger Fußboden. Wow. Der ist jetzt auch schon fertig gefräst, da kann man sehen, der hat jetzt hier vorne eine Schräge dran, der hat die Löcher drin. Müssen warten, bis der Kran wieder zurückfährt, genau. Ja. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll, oder? Sonst laufen. Der Kran ist stärker. Aber das Gute ist, der Mann hat den Kran per Fernbedienung im Griff. Also Er hat ihn in der Hand. er muss es also auch nicht ziehen, sondern das macht ein Motor. Das So. sind hier diese Ausschnitte für die Reifen, die wir gesehen haben. Hier kommt jetzt das Zuluft für den Kühlschrank von unten. Hier kommt Gasleitung rein. Drüben ist die Stufe, was wir drüben gesehen haben, wo kein Kleber angemacht worden Warte, ist. ich zeige das mal gerade von der anderen Seite. Eben hier ausgefräst. Also Das das, sind Markierungen hier, wo ich denn welche als Führungen, das heißt, wo kommt die Seitenwand hin, damit ich weiß, wie stecke ich dann dieses Lego-Ding nachher zusammen. Also immer Markierungen, damit ich das nächste Teil wieder an der richtigen Stelle einbauen kann. ja, ist ja ohne Witz, das ist ein riesen Bausatz, den ihr hier baut. Das Lego für Große. Lego für Große. Und das Ganze hat natürlich eine Schutzschicht dazwischen, dass nichts aneinander bappt, nehme ich an, oder? Ja, das ist einfach, hier ist ja auch jetzt schon der PVC-Boden drauf.
Und wenn jetzt hier irgendwo ein Staubkörnchen noch wäre, der wird sich ja jetzt ganz unten, jetzt liegen jetzt 20 Platten übereinander, dann kommt ja richtig Gewicht an und der wird ja dann sich in den PVC-Boden reindrücken. Und deswegen haben wir einfach Schutz dazwischen. So, das sind wahrscheinlich auch Lehrgeld, das man zahlt, oder? Ja. Und außerdem, wie gesagt, der ist ja nicht der preiswerteste. Und logischerweise, wenn ich halt viel Geld für einen Wohnwagen ausgebe, dann möchte ich eben auch keinen Abdruck im PVC haben. Das erwarte ich einfach von dem Fahrzeug. Wow. Da vorne ist die Fräse nochmal? Ja. So, du bist ja Holzbaufachmann, das ist eine Oberfräse. Das ist eine CNC Oberfräse, ja. Wow, die hat mehrere Werkzeuge, wir können mal so ein bisschen reinblicken und müssen aufpassen, dass wir nicht dagegen stoßen, dann bleibt sie nämlich stehen. Aber man sieht da hinten jetzt gerade so einen Werkzeugwechsler. Der holt sich also das entsprechende Werkzeug raus. In dem Fall holt er jetzt hier die Säge. So, der macht das jetzt die Kante. Der schrägt jetzt hier vorne gleich ab, genau. Ist das geil? Ja, das ist CNC nennt sich das. Ja, aber das Coole ist, ihr seid ganz genau, Millimeter genau jetzt. Ja, ich habe ja gesagt, wie gesagt, ein Zentimeter kann nicht sein, weil das ist auf ein Zehntel jetzt hier. Ne? Okay. Das ist wirklich auf ein Zehntel. Wow, und abgeschnitten. Und abgeschnitten. Und Werkzeug zurückgebracht und das nächste Werkzeug geholt. Du merkst, ich rede nicht so viel. Das ist beeindruckend. Und nach oben wieder die Absaugung? Ja, das ist das ganze Thema Absaugen, weil ganz staubfrei geht es hier nicht. Weil hier wird schon ziemlich zerspannt, aber wir versuchen halt so viel als möglich. Das kannst du jetzt nochmal sehen, das ist jetzt wie ein Riesenstaubsauger, was da jetzt gerade passiert. Also wir fahren jetzt hier rüber und saugen nochmal den Tisch ab von oben. Das sind wahrscheinlich Leute, die das Ganze auch programmieren müssen. Sind die bei euch fest angestellt? Oder? Ja. Das wird schon teilweise von der Konstruktion her gemacht. Und dann haben wir eben noch mal Leute, die sich speziell mit den Maschinensteuerungen beschäftigen und damit auch das richtige Programm für die richtige Maschine schreiben. Weil das ist ja abhängig von den Werkzeugen, was ich gerade drin habe. Da muss ich ja entsprechend, wenn ich hier eine Schräge sägen will, muss ich auch das entsprechende Werkzeug vorwählen. Oh, ist das genial. Das heißt, ihr habt Taktzeiten hier schon. In der Halle sind Taktzeiten, ganz klar. Haben wir eben gesehen. Haben wir eben gesehen, genau. Man sieht jetzt noch von hinten wieder, also in 4 Minuten 34 geht die Presse wieder auf. Jetzt müssen wir mal ein Stück an die Seite gehen, sonst kriegen wir... So, da ist die Presse da und hier schwebt ein neuer Wohnwagen. Macht jetzt Platz für den nächsten, der ja hier hinter uns schon in der Parkposition ist. Weil er muss ja jetzt noch hier runter, weil in 4 Minuten geht die Presse wieder, ob das nächste Tag kommt. So, das heißt, ihr seid ja recht effizient, was die Mitarbeiter angeht, in Verbindung mit den Maschinen. Ja. Trotzdem habt ihr ja über 400 Leute. Ja. Aber weil hier fahren wir aktuell im Schichtbetrieb auch schon zweischichtig, tendenziell dreischichtig. Sie sind ja nicht alle jetzt da. Über die Schichten verteilt sich das ja. Ja klar, aber das heißt also, die Personalkosten sind natürlich enorm bei der Fertigung, oder? Die Personalkosten sind enorm, aber das ist natürlich optimal für einen Controller, wenn ich so eine Maschine wie die hier dreischichtig auslasten kann. Problematisch wird es nur, wenn sie steht. Weil irgendwie ein Kabel kaputt ist oder irgendein Anschlag nicht da ist. Ne? Dann fehlt natürlich auch sofort die Schicht. Okay, das heißt aber auch, ihr braucht ordentliche Leute, die sich bestens auskennen, am besten Allrounder, die hochflexibel sind. Ja. Und eigentlich muss so der Maschinenbediener, das ist halt ganz wichtig, eigentlich muss der so ein bisschen spüren, wenn seine Maschine knurrt und wenn sie murrt. Ne? Also der meldet sich auch, aber wie gesagt, das ist schon eine Aufgabe, dass diesen Maschinenpark hier am Leben zu erhalten, sage ich mal. Okay, das heißt, die Leute, die hier arbeiten, das sind schon Profis, oder? Das sind alles in der Regel Facharbeiter, ja. Also es war jetzt nur so, weil es gibt ja oft so Jobs, wo die Leute austauschbar sind und das machen, aber ich sag mal, wenn hier was falsch geht, der Schaden ist enorm. Ja, zum einen, der ist halt in 2 Sachen enorm, weil wir halt relativ dicht an der Fertigung sind. Wenn du jetzt hier rechts mal guckst, also das sind die Fußböden für morgen und das hier rechts sind die Dächer für morgen. Also wenn die Maschine jetzt heute stehen bleibt, dann haben wir noch genau die Fußböden hier oder die Dächer und dann ist Schluss. Achso, ihr habt natürlich einen kleinen... Das ist das Lager. Das ist das Lager. Aber wenn wir heute 20 Fahrzeuge bauen, dann ist das morgen weg. Für Freitag werden die heute in der Spätschicht gefräst. Sag mal, du hast schon gewusst, was du dir da antust hier? Ja, ich mache das freiwillig.
Alles gut. Nee, weil das ist ja schon so, wenn man dann, ihr macht 7 Tage die Woche? Nein, wir machen drüben 6 Tage die Woche, hier 5 Tage die Woche, am Band auch 5 Tage die Woche, aber in den Vorfertigungen halt 2- oder 3-schichtig. Ist es denn schön, so Freitagabend? Oder Freitagnacht? Ja, das ist schon okay, das passt schon. Das heißt aber auch so, man nimmt das hier so ein bisschen mit nach Hause für dich, oder? Ja, natürlich nimmt man das immer mit nach Hause, aber man muss halt auch aufpassen, man muss auch mal sich ein bisschen Auszeit gönnen, um mal abzuschalten, damit man am Montag wieder voll da ist. Aber ganz ohne geht es logischerweise nicht. Also ich habe ja schon viel kennengelernt von Knaus Tabbert, aber ihr seid ja unglaublich menschlich. Und das ist natürlich hier in Hessen, ist das weit weg, Bayern hier? Na, wir sind quasi, ich glaube, 5 Kilometer Luftlinie sind wir in Bayern. Ich hab's geahnt. Weil Ja. Aber du brauchst also kein Visa, die Grenze ist frei betretbar. Weil ich habe nämlich gesehen, unglaublich viele Firmen sind auch in Franken zum Beispiel angesiedelt. Ja, die Bug- und Heckteile, die du vorhin drüben gesehen hast, die werden jetzt hier gefräst. Das ist eine ähnliche Maschine. Wir gehen vielleicht noch ein bisschen. Ja. Auch hier natürlich Auch Arbeitsschutz. das macht auch wieder einer, ne? Macht aber mit dem Kran, damit er nicht heben muss. Ich muss einmal den Kran, muss ich natürlich dann machen, entsprechend auch mit der Sicherheit, aber es kann halt auch einer machen. Die braucht keinen zweiten Mann dafür. Sag mal, ihr baut das Ganze ja jetzt nicht erst seit gestern. Ihr seid einer der ganz großen, langen, alteingesessenen. Das war ja nicht immer so, oder? Nee, es gab logischerweise auch schlechte Zeiten. Aber da sind wir, glaube ich, momentan weit von entfernt. Ich meine jetzt so, dass das so automatisiert ist mit Kränen und allem drum und dran. Das ist wahrscheinlich diese Änderungen 2014. Das sind jetzt so, die letzten Jahre ist ja viel gewachsen. Also die Abteilung hier hat sich komplett gedreht. Alleine, was jetzt hier an Krantechnik reingebaut worden ist die letzten Jahre, das ist erheblich. Ja, du hast mir erzählt, ihr geht hin, ihr baut jedes Jahr Neues. Nicht nur so, da gab es einen größeren Bauabschnitt. Ihr seid aber andauernd am Renovieren, am Modernisieren. Ja. Dieses Jahr wird jetzt zum Beispiel nochmal da hinten das Dach neu gemacht, im Seitenwandbereich. Dann kriegen wir hier einiges an neuen Maschinen rein. Also hier haben wir 3 Wochen Betriebsurlaub. Ach so, hier. Hier werden dann halt die Bugteile gebaut, also alles, was jetzt schräg ist, das kommt aus den Bereichen hier. Hier ist die Presse, das sind die Pressen da links und rechts für schräg, für schief. Also ich höre schon so ein bisschen raus, schief ist immer schwierig. Schief ist immer schwierig und in der Regel auch immer teurer. Weil hier ist natürlich ein bisschen deutlich mehr Handarbeit als eben drüben an der großen Anlage, wo wir die Dächer und die Fußböden machen. Okay, das heißt, es wird aufgebracht. Auch hier wird jetzt gepresst. Auch hier wahrscheinlich wieder die ominösen 8 Minuten, oder? Ja, kann ich gar nicht genau sagen. Nee, es sind glaube ich 12. Aber ungefähr. Ja. Auch hier ist natürlich ganz gut, wenn der Finger nicht dazwischen ist. Ja, deswegen muss er ja auch den Finger auf dem Schalter lassen, damit er nur dann zufährt, wenn er auch die Finger wirklich weg hat aus der Presse. Wenn man das hier unten sieht, ja, das sind schon Stempel, oder? Ja. Sag mal so, sich einiges an Tonnen. Arbeitsschutz, das große Thema. Also ihr nehmt das ja sehr ernst, das hast du mir am Anfang schon gesagt. Ihr werdet dauernd kontrolliert mit allem drum und dran. Es wird immer härter, macht aber Sinn, oder? Absolut, weil jeder Ausfall, jede Krankheit kostet Geld. Ja, außerdem tut's weh, oder? Und außerdem tut es weh. Wir haben eine Fürsorgepflicht und die nehmen wir sehr ernst. Also wir kümmern uns um die Mitarbeiter. Wir wollen ja nicht, dass er ausfällt. Ja klar, das war jetzt so eine blöde Frage von mir, aber ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass die Vorschriften in Deutschland sind ja enorm. Also viele kopieren ja die Vorschriften gerade mal, weil sie sagen, das, was die Deutschen machen, ist so schlimm, das müssen wir kopieren. Aber es kommt auch viel aus Europa, oder? Ja, das ist schon okay. Aber wie gesagt, es wird vielleicht in Teilbereichen wird's, auch übertrieben. Aber klar, letztendlich müssen wir halt gucken. Wir sind sorgfältig für die Mitarbeiter. Das darf nichts passieren. Sag mal, wenn ihr irgendwas bauen würdet, ihr merkt, ihr habt Ausschuss. Ihr würdet das ja nicht so klammheimlich verwenden, oder? Nein, das wird schon aussortiert. Ja, ich zeig mal gerade was. Darf ich? Ja, das darfst du, ja. Aber was ist da ungefähr, was könnte passiert sein? Ich kann es ja gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall haben wir es gemerkt. Ich glaube, da fehlt eine Leiste drin. Also Ja. Du siehst ja, da wo wir später mal irgendwas reinschrauben, da muss ja eine Leiste sein. Und wenn die Leiste nicht drin ist, kann es nicht reinschrauben. Also das heißt, ihr müsst ehrlich arbeiten, weil später steht es vielleicht in Google irgendwo drin als Bewertung. Ja, auch wenn es weh tut. Da stehen jetzt mal ein paar Heckteile, die kommen in Schrott. Ja. Aber es hat ja keinen Sinn, wenn wir das Fenster nicht festschrauben können. Und irgendwann in 2 Jahren kommt genau an der Stelle läuft Wasser rein, weil die Dichtigkeit nicht mehr da ist. Dann haben wir einen riesen Ärger und das wollen wir ja nicht. Schön. Dann lieber jetzt
einmal Augen zu und den Müll schmeißen, als in 3 Jahren eine riesen Kundenreklamation mit 16 Fahrzeugen. Rückrufaktionen. Das wollen wir nicht. Genau, das ist so. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier hin am Anfang. Gerne. Oder? Ja, klar. Also dadurch, dass wir uns ja vorher nicht abgesprochen haben. Aber ich bin jetzt schon total geflasht. Erstens, ihr seid unglaublich transparent. Das ist mir schon aufgefallen. Unten jetzt ein Schlüsselfeld. Also dass die Leute lassen sich gerne mal in die Karten gucken, weil es gibt nichts zu verbergen, oder? Nö, wir haben keine Geheimnisse und wir wissen ja auch, also das, so die letzten Geheimnisse siehst du ja auch nicht. Ich meine, Ja, vielen Dank. naja, und das, was man hier sieht, kann man ja auch man kann es ja kaufen. Aber man muss Wir können den Wohnwagen kaufen und können ihn zerlegen bis in die Einzelteile. Ja, aber es hat ja was damit zu tun. Ihr habt jetzt einen Vorsprung, sage ich jetzt mal, was das und das angeht. Wenn das jetzt jemand kopieren würde, er bräuchte ja ewig. Wir brauchen eine Zeit und bis dahin sind wir ja weiter. Sowas hier in Fernost zu verlagern, das hätte gar keinen Sinn, oder? Halte ich für nicht sehr sinnvoll, weil aufgrund der Logistik und der Wege und sowas ist das, glaube ich, macht das keinen Sinn. Vor allen Dingen, ich meine, das unterschätzt man halt völlig. Der Mensch, den wir haben, die vielen guten Mitarbeiter, das ist ein entscheidendes Plus. Und da können wir jetzt die tollsten Materialien oder nicht haben, wenn es der Mensch nicht richtig macht. Weil irgendjemand an diesen 16 Seiten da hinten, wo denn vielleicht diese Leiste nicht drin ist, die wir da hinten als Ausschuss gesehen haben, irgendjemand hat ja aufgepasst. Und wenn das nicht aufpassen würde, hätten wir halt hinterher ein Problem. Und deswegen ist der Mensch so wichtig. Stark. Toll. So, ich folge dir mal. Das ist ja auch süß hier. Guck mal, das Förderband. Das heißt, ihr habt hier ein Förderband für die Späne. Das geht denn hier hoch. Ja. Schade, dass mein Sohn nicht dabei ist. Der hätte jetzt hier große Freude. Aber ist ja so, hier darf ja keiner rein. Das ist Nee, also, das ist schon eine große Ausnahme. Und hier siehst du jetzt mal den Klebstoff, Ja. was wir rausgefräst haben. Und das, was da hinten noch so schön weich war, ist hier halt knochenhart. Krass. Das war ja vor einer Viertelstunde noch in der Presse drin. Unglaublich. Das ist Hightech, oder? Ja, das ist so, Hightech. aber schlimm wäre es doch jetzt, wenn die Kleberfirma einen Fehler machen würde, oder? Ja, dann gut, ich meine, wir testen das ja auch. Wir machen jeden Tag Klebeversuche. Also wir gucken schon, ja, das ist in der Tat so, also wir gucken, ob der Kleber auch das macht, was er machen soll. Denn er soll ja halt nur mal in einer Viertelstunde hart sein. Okay. Und wenn er das nicht ist, dann haben wir ein Problem. Das heißt, dann hat erstmal der Kleberhersteller ein Problem. Stark. Okay, habe ich verstanden. Nein, mein Gott, ich frage hier so viele dumme Sachen, weil ihr habt wahrscheinlich jemanden, der sich nur um den zentralen Einkauf kümmert, dass er guckt, dass genug Kleber da ist. Mehrere, ja. Und Kühlschränke? Kühlschränke haben wir auch, ja. Auch mehrere. Krass. Ja, du musst dir mal vorstellen, dass wir, wenn wir den großen Cellini Slide-Out bauen, dann bauen wir 10 bis 12 am Tag. Wenn wir einen relativ simplen Wohnwagen bauen, dann bauen wir bis zu 35 Stück am Tag. 35? 35 am Tag. Und jetzt stehen hier, das sind jetzt 4 Stück. Dann ist halt so ein halber LKW ist dann mal weg. Das geht relativ schnell. Okay, verstanden. Ja klar, irgendwo muss ja auch mal ein Kühlschrank rein. Ja. So, du gehst vor. Wo soll man hin? Ja. Das ist ja auch ein tolles Gerät hier, oder? Ja, hier kommt der Kollege und macht, das ist auch so ein Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Du siehst hier den leeren Wagen mit der Seitenwand und da unten steht der volle Wagen mit der Seitenwand. Und früher hatten wir immer 2 Leute, die dann den Wagen, der jetzt da mit der Seitenwand steht, hier hochgefahren haben. Das ist ja eine leichte Schräge und das ist körperlich schwere Arbeit. Gut, jetzt könnte man ja sagen, das ist ganz gut, da können die vielleicht abends einen Schnitzel mehr essen. Ja, das können sie ja immer noch machen, aber wir wollen ja nicht, dass sie ihren Rücken kaputt machen hier. Es geht um den Rücken, es geht um die Teile und so weiter. Das war früher viel schwerer, muss man sagen. Also die Maschinen, die es gab. Das heißt, ihr müsst euch hier laufen am Markt erkundigen, was gibt es da Neues oder bieten die euch das schon an, dass die sagen, hier Tabat, guck mal hin, wir haben eine neue Maschine. Nee, also da müssen wir schon aktiv werden. Also da kommt nicht unbedingt jemand, das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Also wir wollen ja auch nicht jene hier haben. Und letztendlich, dafür fahren wir auf Messen, dafür gucken wir uns um. Damit wir eben da Sachen finden und da haben wir ja auch Berater für, wir haben ja auch eine externe Fachkraft und sowas, aber okay, verstanden. Wir gehen links rum. Gerne. Ach, die Firma Wirth, schau mal hier. Ja, da hätten wir sie wieder. Ich will jetzt kein Werbewürdig. Da hätten wir sie wieder mal, ja. Krass. Das heißt, die kommen auch vorbei und bestücken das für euch? Täglich. Das, was ich jetzt, da ist ein Barcode dran, da gehst du mit dem Scanner drauf und morgen früh ist es da. Wenn es bei Wirth im Lager liegt. Ja, ich habe gesehen, denen geht es ziemlich gut, der Firma Wirth. Ja, das glaube ich schon, dass es denen ziemlich gut geht. Ja. Okay, klasse. Ja, dann fangen wir mal vorne an der ersten Stelle an. Ja, gerne. Komm.
Ah, das ist hier wie in der Schokofabrik, so ein bisschen. Es riecht aber anders. Stimmt, hier brauchen wir noch ein Fahrgestell. Wir brauchen noch ein Fahrgestell. Das sind Mover, was du hier siehst. Also für die faulen Camper, die dann nicht rückwärts einparken wollen auf dem Campingplatz, sondern die hängen dann ab und kommen dann mit ihrem Mover. Und wenn du hier so links und rechts guckst, siehst du jede Menge Mover. Hier fährt ein Paket-Mover, da ist ein Paket-Mover. Also das liegt halt an unserer auch etwas anspruchsvollen Kundschaft. Wobei ich sagen muss, ich hatte auch einen Mover. Vielen Dank dafür. Das ist ja auch für so ein 6-Meter-Geschoss völlig in Ordnung, weil den Das ist 8,50. Na, gucke. Ja, also wenn ich von 6 Meter spreche, spreche ich von Fußbodenlänge. Ja. Du meinst die Gesamtlänge. Gesamtlänge, das war das. Aber von Fußbodenlänge. Ich muss sagen, es fing an, als ich ihn bekam, er hatte keinen Mover. Ich wusste gar nicht, wie ich in die Einfahrt hochfahren wollte. Ging nicht. Ja, genau. Das geht halt damit schon. Und auf dem Campingplatz bist du natürlich Chef. Ne? Also du hast dann da eine Fernbedienung, holst schon mal einen Campingstuhl raus und machst dann mit einem Glas Bier, fährst das Ding da rückwärts rein. Das ist doch ein Traum, oder? Das war am Anfang, als sie rauskamen, war das immer ein Hingucker. Die Leute haben auf dem Campingplatz, oder? Ja, mittlerweile schon fast normal. Ne? Aber was wir jetzt hier noch sehen, hier sehen wir dann noch mal ein hydraulisches Fahrwerk. Also die stützen hydraulisch. Ne? Das kommt auch immer mehr. Das ist natürlich auch nochmal schick. Das heißt, du hast ihn erstmal mit dem Mover an die richtige Stelle positioniert und dann setzt du dich dann wirklich mit dem Campingwagen, mit dem Campingstuhl daneben und lässt dann den alleine ausnivellieren. Stark. So, da vorne geht's los. Ein bisschen laut, weil das Fahrgestell ja gerade eingehämmert wird, die Fahrgestellnummer. Das ist aber gleich durch. Dann wird es wieder ein bisschen angenehmer. Ja, hier links ist der erste Platz. Ach so, ihr habt dieses ominöse Werkzeug, mit dem man selber Fahrgestellnummer vergeben kann. Wird eingehämmert, ja. Ja, das ist ja eindeutig, das Fahrzeug hier. Jetzt ist es eindeutig. Diese Finnen. Genau die. Und das ist quasi, wie ihr die kriegt von Alco. Ihr baut nur auf Alco? Zurzeit bauen wir nur auf Alko, ja. Ah, sehr schön. Habt ihr gehört? Zurzeit bauen wir nur auf Alco. Ist das so, dass ihr das mal wechselt? Oder? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also ich hatte ja damals auch einen Alco, war recht zufrieden, muss ich sagen. Das ist so, es gibt ja nicht so viele Hersteller, also auch da ist das Thema da. Jetzt kommen die ja nicht so fix und fertig. Das heißt, das sind auch Einzelteile. Das sind Einzelteile, ja. Die liegen hier jetzt links und rechts neben dem Tisch. Das sind übrigens auch so Sachen, die unsere Instandhaltung baut. Die baut solche Tische, solche Arbeitstische. Bosch Rexroth. Ja, in dem Fall nicht ganz, aber dicht dran. Ich hatte damals mal, wir haben die Halterung für unsere Videowände haben wir mit diesen Profilen gebaut, weil die unglaublich versatil sind, die kann man ändern. Genial, das ist total genial. Zubehör ohne Ende, man sieht ja hier diesen verstellbar und verschiebbar, das ist schon ein tolles System. Das gab es ja auch nicht früher. Nee, früher hat man eben irgendwie Stahlprofilrohr zusammengeschweißt, dann war es aber fest und schwer und heißt aber auch hier, die müssen genau aufpassen. Die Fehler, die jetzt machen, später geht vielleicht die Bremse nicht oder irgendwas funktioniert nicht. Die dürfen keine Fehler machen. Okay. Das wird natürlich auch logischerweise nochmal dokumentiert und probiert. Und auch die ganzen Druckluftschrauber, die du hier siehst, das wird alles regelmäßig gewartet. Das wird gemessen, ob dann auch die richtigen Drehmomente vorhanden sind. Denn letztendlich fahren wir ja mit dem Fahrzeug später mal auf der Straße. Und die Schrauben sollten halten. Das ist so. Natürlich auch die Schrauben entsprechend gesichert, das sieht man jetzt hier mal. Ja. Das ist nicht dein Fachbereich schon, oder? Nee, ich bin mehr der Holzwurm. Aber logischerweise musste ich mich hiermit auch beschäftigen, was aber auch in Ordnung ist. Und das ist so das Paket, wie die ankommen, die Kupplungen? Genau, die kriegen wir halt geliefert in Palette. Und das da sind die Achsen. Ja. So, das heißt, ihr habt ja verschiedene, ich sag mal, Typen von Fahrgestellen, je nachdem, wie stark die Belastung ist. Und da ist dein Tipp natürlich, wenn jemand einen 2,5 Tonnen auf absehbare Zeit haben will, später auflasten, ist immer schwierig, oder? Lieber vorher machen, ja, das ist immer der Aufwand. Weil jetzt habe ich einfach die Achse, die ich da drauf schraube, später das ganze Ding hochheben und anderes Fahrgestell drunter machen, ist ziemlich aufwendig. So, das habe ich nämlich mal angefragt. Hier vorne sieht man auch wieder, der Kran war jetzt in Betrieb. Ja, gut, das kann man gerade sehen. Jetzt haben wir jetzt gerade mal eine Einheit hier auf den dritten Platz den jetzt rübergeschoben. Der wird ja jetzt gleich gedreht. Er ist jetzt mal das Fahrgestell schon mal mit der Bodenplatte, die wir drüben noch gesehen haben gerade, schon mal verschraubt. So, das heißt, die Bodenplatte ist drauf. Ist die jetzt schon komplett verschraubt? Nein. Ja, doch, die ist schon verschraubt, ja.
Was du hier vorne jetzt siehst, was nicht verschraubt ist, das kriegen wir morgen erst. Das ist so, das heißt, auch ihr müsst jonglieren dabei. Das sind aber jetzt Teile, die hast du dir wahrscheinlich persönlich angeguckt. Geht das nicht? Ist so, oder? In dem Fall geht es, ja. Sehr schön. So, Schrauben und so weiter. Das sieht auch toll aus. Das sind Wasserleitungen. Das sind die Abwasserleitungen, ja. Vorsicht, jetzt kommt den Fußboden hier noch ein Stück an der Seite. Ja, das machen wir. Ich glaub's ja nicht. Ja, du siehst halt immer wieder ähnliche Systeme mit Vakuum angehoben, ne? Mit wenig Muskelkraft, große Teile bewegt. Das sind die Gasleitungen. Was ganz anderes wie bei den Jungs von Morelo. Das heißt, die haben ja noch ein Auto drunter. Ja. Viel einfacher eigentlich, oder? Ja, letztes Jahr war ich mal da, haben wir das mal angucken dürfen. Ist schon hochspannend, aber die haben halt auch andere Mengendimensionen. Also die machen ja 2 am Tag. Ihr macht in der Spitze 35, oder? Ja, wir machen dann ein paar mehr, ja. Ja, wir sagen mal nicht, wie Die sind viele. ja aber auch ähnlich mit den Menschen, die haben ja auch über 300 Leute. Das ist halt alles sehr individueller bei denen. Von daher, wir machen eben auch 30 Küchen am Tag, wir machen 30 Mal die Möbelsätze, wir machen 30 Fußböden, 30 Dächer. Die machen dann halt 2. Aber das ist ja, wie gesagt, eine andere Dimension. So, hier vorne habt ihr alles das Handmaterial, was es dazu gibt. Zum Beispiel die Dichtschnur in 8 mm. Ja. Ja, das zeigt dann nachher nochmal, also hier da gibt es noch ein bisschen Luft, aber wie gesagt, das ist schon ganz gut. Es ist beschrieben, die Boxen, was drin ist, damit es auch wieder reinkommt und damit auch sich nicht jeder irgendwas aussuchen kann, wo er was hinpackt, sondern es hat immer den gleichen Platz. Es könnte ja mal sein, jetzt wird jemand krank. Was macht ihr denn dann? Ja, wir haben immer hier Springer, die dann eben dementsprechend mit, ja. Ich kenne das so vom Krankenhaus, da gibt es auch Springer, die wirklich vieles können. Ja. Ganz wichtige Leute, oder? Ja, also gerade jetzt so zu Corona-Zeiten, wo wir Gott sei Dank immer noch gut mit davon gekommen sind. Also wir haben ganz wenig momentan, also aktiv haben wir momentan niemanden. Wir haben aktiv, glaube ich, momentan einen vorsorglichen Quarantäne, weil er zu Hause jemanden hat, der vielleicht Corona hat. Ja gut, ihr nehmt es aber extrem genau. Ich war vorne am Eingang, Fiebermessung, Test und so weiter. Mundschutz normalerweise. Ja, wir machen hier mal eine Ausnahme. Mitarbeiter haben alle Mundschutz an. Ja, hier werden die Gasleitungen gebogen an dem Platz hier links. Ne? Auch das machen wir erst dann, kurz bevor wir den Wohnwagen bauen. So, da vorne werden sie gebogen. Ach, das macht ihr von Hand? Das ist ein bisschen Nein, das ist ein bisschen Nachrichten. Das ist nur das Feintuning. So, und hier sehe ich schon, sind schon Räder dran. Ja, hier sind schon Räder dran und jetzt fangen wir halt an, von oben aufzubauen. Also von oben auf dem Fußboden. Da liegen jetzt die ersten Elektroleitungen. Da ist jetzt schon der Wassertank, da ist die Therme dran. Ja, und so wächst das nach oben. Das ist das, wenn ich sehe, wenn ich zum Beispiel eine Schranktür aufmache oder das Bett hochhebe, da ist die Therme drunter. Und der Wassertank, genau. Frostventil hier vorne. Hier kommt man halt noch gut ran. Das ist auch eine vernünftige Höhe zum Arbeiten. Das ist ideal, da muss sich keiner bücken, wieder rückenschonend. Optimal. Ich sag das mal gerade, weil ganz viele Kunden, egal welchen Typ an Wohnwagen sie haben, die sind ja alle ein bisschen ähnlich, sage ich jetzt mal vom Aufbau. Oder ich sage mal, Kollegen machen das vielleicht ähnlich. Sowas sieht man ja nicht alle Tage. Also das ist schon toll, wie man hier sieht, wie schön das alles gemacht ist, oder? Ja, aber da sind wir halt, glaube ich, ein bisschen anders. Also zumindest in der Stärke und in der Verarbeitung sind wir da etwas anders als die anderen. Das heißt, ihr schaut euch auch die anderen mal an? Ja, natürlich. So, weiße Räder, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, wie gesagt, von der Materialstärke hier. Also was da die Dämmwerte angeht und sowas, und die Schallwerte angeht, da wissen wir halt, da legen wir ein bisschen mehr Wert drauf. Ja. Das sieht man noch hier vorne, da ist nochmal eine Dämmung drunter. Cool. Also ich bin ganz beeindruckt. Das Thema Fahrwerk und Fahrsicherheit, ihr habt ja jetzt natürlich die Option ATC und was man alles einbauen kann, das kann man wählen. Ja. Auch da müssen die Jungs natürlich genau wissen, welcher Wohnwagen kriegt jetzt welches System, oder? Ja, wir haben ja jetzt hier die Fahrzeugbegleitpapiere, da holen wir uns mal so einen Zettel hier.
zeig mal gerade in der Zeit. Der hat zum Beispiel ATC hier vorne. Und hier sieht man auch so kleine Details wie Kabelkanäle, die dann noch offen sind. Und der Sicherungskasten, der montiert wird. Hi. Ja, man sieht es hier gerade da, der Kollege hat jetzt gerade die Fahrzeugbegleitpapiere ausgefüllt. Also was er an dem Fahrzeug gemacht hat, da ist eindeutig beschrieben, was da drauf kommt und was da nicht drauf kommt. Weil du das Thema ATC angesprochen hast. Wenn der jetzt eine ATC hätte, dann müsste er dafür unterschreiben. Oh, das ist die Elektrik. Das ist die Elektrik, genau. Da kommt es an. Wandler, Sicherungen. Und jetzt wird er hier runtergehoben. Und jetzt hast du gerade dieses Piepen gehört. Ja. Das heißt, hier drüben ist jetzt das Band, das Montageband. Ah, Takt. Takt, genau. Und jetzt siehst du hier gerade runter 140 Meter. Nee. 140 Meter und Ich nehme alles zurück am Anfang, was ich gesagt habe. am Ende im Winkel von 90 Grad nach rechts weitere 100. Also wir haben Linie 240 Meter. Ich nehme alles zurück. Riesenfabrik, Riesenfertigung. Ja. Und wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Jetzt siehst du hier, Warte mal ganz kurz, ich blick mal gerade hier kurz hier rein, weil ich hatte ja mal, das ist jetzt ein Queensbett. das ist das Queensbett, ja. Eindeutig. Eindeutig, ja. Boah, ist das schön hier. Ich habe doch einen tollen Job, muss ich sagen, wenn man das mal zeigen kann. Weil ich glaube, unglaublich viele Leute finden das ganz spannend, das mal zu sehen, mit welcher Liebe ihr das hier fertigt in Hessen. Ja. Und in Bayern natürlich. Ja, natürlich auch. Und in Ungarn. Ungarn auch? Ungarn haben wir noch ein Werk. Was wird da gemacht? Da bauen wir in der Regel die CUVs, also die Kastenwägen. CUV. Ja. Oder auch bestimmte Wohnwagen. Sehe, da vorne sind eine Armada von Schränken. Ja, jetzt hier vielleicht nochmal, das ist denn unser Startpunkt. Also hier der rote Punkt, da fängt es an. Es läuft ganz langsam durch. Hier wird jetzt der Stempel eingesetzt und wir fahren heute aufgrund des Fahrzeugtypes und der Mitarbeiter, die wir haben, mit 49 cm in der Minute. Pro Minute. 49 cm in der Minute. Also doch Fließband, so ein kleines bisschen, oder? Ein kleines bisschen sehr. Das Fahrzeug fährt auf eigenen Rädern. Ja, das fährt auf den eigenen Rädern. Zeig das mal. Dass man das mal sieht. Boah, das ist ja krass. Das heißt, du könntest, wenn du die jetzt ärgern wolltest, nee, das macht man ja nicht, oder? Was hast du vor? Vielleicht auf 52 cm. Nein, das geht auch nicht. Weil zum einen, das wäre nicht fair, das wollen wir auch gar nicht, weil du sagst, wir wollen ja zufriedene Mitarbeiter haben. War Spaß. Ja, okay. Scherz. Aber es ist ja so, wenn man das sieht, dass das denn so fährt. Ah, jetzt verstehe ich, das ist ein fließender Takt quasi. Das ist ein fließender Takt, genau. Du siehst jetzt hier links und rechts die Möbel. Die werden von den weiteren Teams zusammengebaut als Baugruppe und werden hier bereitgestellt. Und die Kollegen jetzt von hier, das wächst jetzt von unten nach oben. Die machen die Schränke, die Türen dran. Ja, genau. Hier sind dann eben mehrere Leute, die sich dann hier die Einzelteile zusammenschrauben. Und das, was jetzt hier gebaut wird, wird heute gebaut, spätestens morgen. So, bitte. Ist nicht einig. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Hier vorne, da wird auch noch zusammengebaut. Da gibt es Eckverbinder mit allen drum und dran. Und ja, hier sieht man, hochinteressant. Ja. So, das heißt, auch das sind alles Schreiner meistens, oder? Das hier sind in der Regel alle Schreiner, ja. Und hier kann man mal so einen schönen Arbeitsplatz sehen. Der ist jetzt, er wird ja noch momentan gearbeitet, aber das ist alles beschriftet. Von Wirt wieder mal, ne? Aber das machen wir. So soll der Arbeitsplatz abends aussehen. Ich habe das mal so gesehen bei der Fertigung von so Burgern. Da haben die immer Bilder mit dabei. Ja, genau. Ja gut, das ist aber schön, dass die Leute genau wissen. Eindeutig, genau. So kann es jeder machen. Und hier ist nochmal der Plan, was er machen muss. Für die Serie, was aktuell gefertigt wird. Und ist halt beschriftet. Damit eben auch, denn wenn mal wer anders hierher kommt, er eben weiß, wo kommen die Topverbinder hin, wo kommen die Eckverbinder hin, wo ist die Schraube 4x16. Hat ja auch was damit zu tun, hat mehrere Schichten. Das heißt, es kommt ja immer jemand anderer, oder? Hier ist einschichtig. Eine Schicht. Aber das ist das Thema Lean und schmale Produktion, damit eben jeder weiß, wo was ist und nicht großartig rumsuchen muss, weil das ist alles unnötig. So diese Verschwendungsthemen, kommst du ein Stück an der Seite, damit er weitermachen kann. So.
Ja, und das ist natürlich ein ganz tolles Bild, wenn man das jetzt mal von hinten sieht. Ja, der wächst jetzt von unten nach oben. Das wird immer mehr. Mittlerweile sind dann die Elektriker dabei. Der Kollege da hat jetzt gerade das Koaxkabel für die Antenne. Also das heißt, er hat eine Fernsehvorbereitung. Der hat eine Fernsehvorbereitung, die ist hier drin. Das heißt, man kann die Fahrzeuge ja ganz genau individualisieren. Du kannst sagen, das soll so rein, soll so rein. Da geht eine ganze Menge als Wunsch. Wobei, wie gesagt, das ist eben auch immer, der Wunsch ist das eine und das Machbare ist das andere, weil das muss ja dann auch derjenige genau so machen, wie es der Kunde haben möchte. Das ist schon die große Kunst dabei. Ich sehe hier dauernd Queensbetten, die laufen gut. Ja, in dieser Serie ist das so. Ja. Okay. In der nächsten Serie nicht. Zufall. Das ist jetzt auch ein Fahrzeugtyp, da ist jetzt halt mal Queensbett drin. Wir bauen jetzt auch, das sind glaube ich 27 gleiche. Die vollkommen identisch sind. Ja, fast, ja. Aber vom Aufbau, vom Möbelaufbau schon. Vielleicht in Nuancen mit Klimaanlage oder Mover oder wie auch immer, aber ansonsten sind die relativ gleich. Ist es denn so, dass die meisten von euch, also zum Beispiel geordert werden von Händlern, die bestellen sich zum Beispiel mal das Modell, weil sie wissen, das kann man gut verkaufen und das ist dann immer gleich? Unser Kunde ist ausschließlich der Händler. Okay. Ne? Und der weiß, was er haben will. Und der hat sicherlich so ein kleines Handlager da. Wir haben auch noch ein kleines Handlager da, was er aber schon bestellt hat bei uns. Zum einen kann der da was nachrüsten und wenn er das hat nicht, wenn nicht, muss er halt bei uns einen bestellen. Sag mal, wenn ich heute einen Wohnwagen bestelle, individuell, wann kriege ich den? Wir drehen jetzt im April, Mitte April? Nee, wir sind jetzt im April, genau. Wir sind aktuell, haben wir den August voll. Voll, oder? Voll. Voll bei 3 Schichten. Teilweise. Ja, nee, voll. Also mehr geht nicht. Also wenn es dann sehr glücklich läuft, dann ist es im September, Oktober, könntest du vielleicht jetzt einen kriegen. Dann muss aber auch zu dem Zeitpunkt die Serie laufen. Okay. Das muss aber noch nicht sein. Weil wir können ja jetzt nicht einen Wohnwagen irgendwie zwischen reinschieben, sondern ich sag mal, wenn wir jetzt alle Puccini bauen und du bestellst einen Puccini, dann würden wir den Puccini ja mit dem anderen Puccini bauen. Wenn wir aber keine Puccini bauen, weil wir gerade Cellini bauen oder Da Vinci oder Vivaldi bauen, dann kann es halt auch mal Oktober, November, Dezember werden. Ich sag mal so, bis auf die Fahrzeuge für die Messen und die ihr so ein bisschen braucht, ihr baut nur Sachen, die auch schon verkauft sind, oder? Ausschließlich. Es wird nichts produziert, was nicht verkauft ist. Stark. Weil ich kenne das nur, Autohändler, wo man das sieht auf Halde und so, das habt ihr nicht, oder? Nee, wir haben Ausstellungsware, klar, das hat aber der Händler. Ja, genau. Stark. Also mir graut's schon, wenn ihr neue Autos kriegt, ja. Das heißt also neue Fahrzeuge, die ihr dann designen müsst, komplett neu mit allen drum und dran, da freuen sich alle, oder? Ja, da ist die Begeisterung riesig. Ich meine, wenn es denn nur ein neues Dekor ist, das ist auch harmlos, ne? Weil das ist ja mal für den Zusammenbau egal. Aber wenn ich halt komplett neue Schränke habe, neue Kühlschränke habe, neue Betten habe, neue Haken, neue Verkleidung, dann wird es halt spannend. Ne? Ich muss halt jedem das sagen, pass auf, bei dem Typ ist das jetzt anders. Das Schöne ist, hier vorne ist ja ganz hochwertig gemacht. Auch das muss ja makellos sein. Das heißt, es ist jedes Detail. Der Kunde schaut sich das anschließend an. Es muss perfekt sein. Ja, so ist es. Wir haben hier auch in jeder Übergabestation, du siehst da hinten so ein Qualitätstor. Da oben in der Halle. Ich zeige mal ganz kurz hier das Gesamtbild mal von dem Wohnwagen, dass wir das mal sehen. Das ist der Wohnwagen komplett. Leute beschweren sich immer, ich zeige nur Details und nie das Ganze. Dass wir das einmal kurz zeigen. Achtung, denn es kommt was ganz Besonderes der nächsten Hochzeit, oder? Ja. Ja, das sind die Seitenteile. Ja, genau. Hier vorne. Warte mal kurz. Geh mal kurz hier rein. Ich darf mal kurz rein? Ja. So, jetzt stehen wir mitten in einem Wohnwagen. Ja. Der jetzt soweit abgenommen worden ist. Wir stehen nämlich hier unter einem sogenannten Qualitätstor. Und hier ist jetzt die Übergabe von dem einen Team ans andere Team. Und das Team ist jetzt dafür zuständig, dass das, was es gemacht hat, in Ordnung ist. Weil du eben diese Garderobe angesprochen hast, die muss halt in Ordnung sein. Weil dafür ist das Team zuständig. So, hier ist das Bad. Ach, das hat ein Heckbad. Das liebe ich ja. Ja, da hat man nochmal richtig Platz. Die Dusche wird dann schon noch richtig gebaut. Die ist jetzt nur erstmal reingelegt, weil jetzt kriege ich sie noch gut rein, weil das Heckteil und die Seiten noch nicht dran ist. Na klar, ich kenne das nur vom... alles jetzt schon mal reinzubauen, weil es eben jetzt gut einbaubar ist. Ich kenne das Hubbett, das kriegst du nur rein am Anfang. Oder übers Dach. Oder übers Dach, ja. Stark. Und ich stehe jetzt hier drin, ich kann den Himmel sehen. Sag mal, leere Wohnwagen, würden die halten von der Stabilität her oder sind die Möbel mittragen? Die Möbel halten schon ziemlich mit zusammen, ja. Die Ausschleifung kommt teilweise mit den Möbeln mit, ja. Also die Hülle würde halten, aber das wäre schon ganz schön
ganz schön windig. In Amerika, die Amerikaner lachen sich ja teilweise tot über die Leichtbauweise bei uns. Aber mittlerweile guckt man auch in Amerika, was ihr da so macht. Ja? Denn ich sag mal, der Wunsch nach leichteren Fahrzeugen auch in Amerika wächst wahnsinnig. Und das Thema Leichtbau ist Hightech, oder? Ja, absolut. Vor allen Dingen ist es ein Kostenthema, weil wenn ich was Schweres ziehe, ist es immer teurer, als wenn ich was Leichtes ziehe. Und das Thema Elektromobilität kommt halt. Ne? Das ist krass, oder? Das ist eine riesen Herausforderung, oder? Ja. Das wird noch spannend die nächsten Jahre. Also ich hab die Zuglast gesehen, die Anhängelast vom ID.3 VW. Kennst du die? Ich kenne den ID.3, aber die Zuglast nicht. Aber die ist, glaube ich, sehr wenig. Ja, 0. 0, okay, ja, das ist wenig. Und es gibt eine Anhängekupplung, ja, aber die ist nur für den Fahrradträger. Okay. Damit darfst du nichts ziehen. Okay. Ja, dann scheiden wir schon mal mit dem Fahrzeug aus. Okay. Weil das hat, warte mal, ich schätze 1,6 Tonnen. 1,6 Tonnen. Die Begleitpapiere. Entschuldigung, 2,5 Tonnen. 2,5 Tonnen. Doppelachser, große Küche. Also Vorteil Wohnwagen muss man ja schon sagen, du hast ultra viel Platz. Also selbst der größte Liner hat nicht so viel Platz wie in einem langen Tabat. Das zum Beispiel, wenn du hier mal rumkommst, guck mal, das ist so ein, ja. Das ist so ein Gimmick hier. Das finde ich total cool. Also wenn ich in der Küche stehe, mache ich den Kühlschrank von der Küchenseite auf. Wenn ich jetzt aber mal noch keine Lust habe und im Bett noch liege, dann mache ich ihn halt von der Seite auf. Da hat meiner mitgedacht, oder? Mhm. Also ich warte auf den Tag, wo es zu Hause kommt. Ich hab's noch nicht. Ja, aber das ist doch cool. Aber so, die Wünsche werden natürlich immer wichtiger. Also ich habe zum Beispiel den gleichen Kühlschrank nicht mit Gas. Auch da könnten ja die Wünsche können, aber es werden auch viele Sachen durch den Fachhändler gemacht. Also wenn jetzt ganz spezielle Sachen kommen, Klimaanlage, gibt es die ab Werk eigentlich? Ja, klar. Ja. Aber auch nachrüstbar zur Not. Das Problem ist halt nur, dass das Kabel ins Dach mit reingelegt werden muss, weil nachträglich ein Kabel ins Dach ist schwierig. Wir haben zwar das Leerrohr drin, aber das Kabel noch nicht. Das muss ja auch irgendwie an die Verdrahtung mit ran. So, die Küche hier vorne sieht man die Heizung mal offen, dass man das mal sieht. Da habt ihr immer dieses Modell hier. Viele setzen ja auf diese Truma-Kombis. Ihr habt jetzt die im Einsatz. Das hat sich bewährt, oder? Ja, wir haben die andere aber auch im Einsatz. Also das ist mal so, mal so. Ist modellabhängig, ja. Toll. So, ich bin begeistert. Deine Größe übrigens? 1,86. 1,86. So. Ich komme damit locker klar. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werden die Seitenwände. Hier sind Seitenwände, Hochzeit hast du gesagt. Das ist blöd, wenn ich das sage? Ja, das passt ja. Okay. Ist gut, ja. Weil ich dachte mir nur, das ist ja so ein kleines bisschen, jetzt kriegt das Ganze jetzt mal ein Gesicht, oder? Ja, auch hier siehst du, da oben hängt noch die Seitenwand am Kran. Auch wieder Vakuumtechnik, da machen wir nichts kaputt. Da passiert nichts. Es ist logischerweise rückenschonend, weil es muss niemand diese Seitenwand hier hochheben und da oben dran hieven und ein anderer dran schrauben. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Sag mal, es war unglaublich lange. Unglaublich lange war das Thema Glattblech ein Mega-Thema. Jetzt sehe ich hier ganz viel wie ist der Name nochmal? Hammerschlagblech? Hammerschlagblech, ja. Das kommt wieder. Das ist, wie gesagt, zum Teil ist es Kundenwunsch, zum Teil ist es einfach produktabhängig. Und der ist jetzt gerade mal hier in Hammerschlagblech. Ich mag das Hammerschlag, weil auch mal eine kleine Delle siehst du nicht direkt. Das ist unglaublich, weil es kann ja immer mal was passieren. Wohl edler sieht natürlich das Glattblech schon aus, aber es ist halt super empfindlich. Du siehst alles, oder? Ja. Hier die Fenster noch nicht drin. Ja, es tut dir ein bisschen weh? Das tut mir sehr weh. Aber es hilft ja nichts. Nee. So, jetzt schauen wir mal rein. Sag mal, die werden jetzt geklebt und verschraubt oder nur verschraubt? Die sagen beides, geklebt und geschraubt. Ja, jetzt verschrauben wir hier die Möbel mit der Seitenwand, um, wie du gesagt, diese Steifigkeit da reinzukriegen. Und wenn denn das passiert ist, dann fangen wir halt an, hinten und vorne. Das Möbel. Ich sehe jetzt bei euch relativ wenig Frauen. Ist das hier ein Männerjob? Nee, wir haben einen Frauenanteil von, ich glaube, 28%. Doch. Ja. Aber nicht nur im Büro, oder? Büro haben wir hier fast nicht. Wir sind ein Produktionsstandort. Ja. Also wir haben hier in der Fertigung auch einige Tischlerinnen, die hast du vielleicht da vorne gar nicht gesehen. Ja. Nein, ich sag nur, weil die Berufe, gerade die Handwerksberufe, sind ja unglaublich im Kommen. Also immer mehr Frauen machen das. Mittlerweile sind die Berufsschulklassen fast schon halb-halb. Ja, das kann durchaus sein, ja. Also, ich habe verstanden, die werden jetzt geklebt, verschraubt, alles. Danach abgedichtet. Ja, und dann kommen die letzten Möbelteile rein. Das sind jetzt hier diese Heckschränke, ne? Oben die Deckenschränke. Kommen jetzt hier oben rein. Warte, ich zeig das mal. Ein schöner Schrank hier, oder?
Das ist ein schöner Schrank, ja. Wird als U vorgefertigt in den Bereichen hier alles. Das war eben, dann wird es halt auf die Wagen rübergefahren und dann wird es hier reingehoben. Und das ist noch so eine der letzten Domänen, die wir noch heben. Aber nicht mehr lange, weil auch hier wird dann bald ein Kran kommen, der das dann unterstützt. Weil das ist zwar relativ leicht, aber es hat schon ein paar Kilo. Okay, wenn du das natürlich den ganzen Tag machst. Ja, den ganzen Tag, ja, heute 22 Mal. Aber 22 Fahrzeuge machen. Ja, wenn Schränke drin sind, wird hinten zugemacht. Kantengummi. Das ist ein tolles Werkzeug, was er hat, die Rolle. Ja. Das ist Hightech. Nein, das ist Selbstbau. Aber es hilft. So, und er baut jetzt die Dusche ein. Ja. Und die Schränke und alles. Ja. Anzahl der Schrauben pro Auto, was denkst du? Unzählige. Da verschätzt sie mich bestimmt. Also es sind Hunderte. Hier sieht man nochmal dieses Thema Schutzfolie. Ich meine, wenn du jetzt mal die Folie vom Fenster dir wegdenkst, wo ja normal ein Fenster drin wäre, dann ist das hier eine reine Schutzfolie. Weil das ist so die Höhe, wo ich denn mal vorbeigehen könnte und irgendwelche Kratzer machen. Gürtel. Deswegen wird einfach nochmal, Gürtel haben wir nicht frei. Also das, was ich hier habe, ist ein No-Go bei uns. Jetzt auch nur wegen den Dreharbeiten. Ist so, das heißt, ihr habt spezielle Vorschriften. Man kennt das ja, also Gürtel ging gar nicht. Gürtel ging gar nicht. Und wir sehen es ja auf der Bühne, haben die Leute Schürzen an. Oben. Weil sie ja sich direkt drauf Ich hab mal kurz rein. anlegen. Ja. So, hier werden die letzten Schränke eingebaut. Die Eckregale in dem Fall, ja. Hat sich gar nicht so viel geändert. Ich hatte einen 2011er. Eckregale hatte ich auch schon. Na siehst du. Was sich bewährt, bleibt auch, ne, oder? Ich weiß, du willst nach Hause. Du hast wahrscheinlich Hunger jetzt, oder? Das ist so. Alles gut. Aber das ist neu geworden, weil Dan Puccini hatte noch keine silbernen Schürzen vorne. Das ist seit diesem Jahr ist neu. Ich weiß es gar nicht mehr. Ganz in Silber. Aber Nee, der war nicht Silber. die Kombi ist dieses Jahr neu. Und die Deckennase ist auch neu. Die Deckennase. Chor innen drin ist auch neu. Warte mal, jetzt gucken wir mal rein. Etwas anders, ja. Also ich habe gesehen, dass zum Beispiel die Holzfarbe wird langsam heller, oder? Fußboden ist neu und das Dekor ist neu. Das ist jetzt ein 22er schon? Das ist eine 21er noch. Und die Klappen sind definitiv auch neu. Ja. Es, Okay. okay. Aber ich sag mal, ist es letztendlich so, dass das, was ihr produziert, muss ja dem Kunden dann auch gefallen. Das heißt, habt ihr Spezialisten, die euch auch beraten? Logisch, ja. Da gab es schon mal einen Flop, wo ihr was entwickelt habt, wo ihr das Gefühl hattet, naja, Naja, das denke ich schon. Ich meine, wenn es dann 2 Jahre im Programm war und es rausgenommen wird, dann merkt man halt, das war es nicht so, wie man das wollte. ja, da sind die Leute gnadenlos teilweise, oder? Das ist ja auch gut so, denn letztendlich, ich meine, wenn es denn nicht läuft, dann läuft es halt nicht. Man kann es ja auch nicht in den Markt reinwürgen, wenn es nicht funktioniert. Das ist sehr stark. Das heißt, die arbeiten hier in der ersten Etage? Ja, Abdichtung? Kabelverlegung oben. Da darf ich mal sehen? Oder? Nee, da gehen wir nicht hoch, weil Okay. das ist absturztechnisch zu gefährlich. Das haben wir vorher abgesprochen, dass du mir das dann sagst, weil Weil es so ist, ja. es so ist. So, das heißt, die arbeiten dort oben. Ja, du siehst auch da die Schürze von den Mitarbeitern, weil er nämlich unmittelbar an der Seitenwand sich anlehnt. Ah, die meintest du. Und damit das nichts passiert, hat er halt die Schürze um. Das so. Ich zeig mal gerade ganz kurz. Also das ist hier vorne. Ja, ihr habt unglaublich viel Abfall, der anfällt. Thema Entsorgung, Trennung, das nehmt ihr auch sehr ernst? Ja, wir versuchen halt so viel als möglich wieder zurückzugeben. Also was so die Fenster, die du gesehen hast, unten, wo die Styroporecken so drauf sind, das sammeln wir, das kriegt der Hersteller wieder. Gut, alles was Paletten ist, logischerweise geht zurück. Kartons versuchen wir halt, also Papier, Folie und Restmüll trennen wir schon. Ansonsten, ja, alles so, was so aus Übersee kommt, hast du halt wenig Einfluss drauf. Ich zeig mal gerade eine Kleinigkeit, wenn ich darf. Da vorne ist das Dach, oder? Das Dach ist hier vor uns, hier links, ja genau. Ja. Das Dach ist GFK. Das Dach ist GFK. Hagel. Hagel, genau. Relativ dick. Das war früher auch mal Blech, oder? Das war wohl auch mal Blech, ja. Es gibt mittlerweile ein Modell, den Da Vinci, den kann man auch in Blech haben, aber es wird momentan auch noch nicht so angenommen. Der ist einfach, weil GFK hat sich bewährt, wird einfach, glaube ich, mehr genommen. Das ist jetzt was obendrauf?
Das sind die Luken hier, das sind die Ausschnitte für Klimaanlage und für die Hekis. Ach so, das wird aber nicht verbaut, das ist nur eine Schablone, oder? Nein, das ist das Loch, da kommt das nachher von unten reingesetzt. Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Also das Gucken wir es nachher oben ein. super, mach mal. Okay. Weil oft ist so, ich bin ja nicht der Schlauste. Ich hab ja nicht Holz. Was hast du noch mal studiert, genau? Holztechnik. Ja, ich meinte nur da oben. Bei der. Nee, da komme ich nicht hin. Kommst nicht. Ja, jetzt machen wir hier mal so einen kleinen Ausflug durch die Elektrovorfertigung. Ja. Wir machen also auch einen Großteil unserer Kabelbäume selbst. Und hier wuselt denn alles, was elektrisch ist, wird hier halt vorgefertigt. Wenn wir die 20 Fahrzeuge bauen, bauen wir halt auch 20 Mal die Trafos, die Kabel dazu, die Korks, alles was wir brauchen, wird hier halt zusammengestellt. Sieht ja fast aus wie bei Hager, wenn die so Schaltschränke bauen. Ist so ein bisschen ähnlich. Auch die könntet ihr fertig kaufen, aber ihr wechselt das ja andauernd, oder? Ja, wir kaufen die Einzelkomponenten, aber das Konfektionieren machen wir hier schon. Was ich stark finde, auch hier wieder ein Bild. Das heißt, auch der Nächste hinterlässt seinen Arbeitsplatz perfekt gereinigt, sauber. Ja. Jetzt wird gearbeitet, deswegen sieht es jetzt anders aus. Aber heute Abend sollte es dann so aussehen, wie da auf dem Bild beschrieben. Picobello. Sag mal, mit dem, was du gelernt hast und deiner Erfahrung, hättest du ja überall arbeiten können. Was hat dich denn für Knaus Tabbert jetzt hin und her gerissen, wo du gesagt hast, da will ich unbedingt hin? Ja, ich war bisher immer in der Möbelbranche unterwegs. Also ich habe mal so einen Büromöbler durch und ich war beim Schlafzimmermenschen, beim Küchenmöbler. Und da ich jetzt die Möbel alle durch hatte, fehlte halt das Drumherum noch, das Haus. Und da ich auf einer Holzingenieurschule studiert habe und da so ein bisschen Einblick gekriegt habe in die Statik und den ganzen Kram, habe ich gedacht, ein Wohnwagen muss es doch jetzt mal sein. Außerdem, wie ich noch ganz klein war, bin ich mit meinen Eltern in der Tat mal mit dem Knaus schon in Urlaub gefahren. Also wir hatten schon mit 10 Jahren, hatten wir einen Knaus, dass ich den irgendwann mal bauen werde. Ich bin damals noch nicht so träumen lassen, aber es ist spannend. Ist das nicht toll, wenn man so sehen kann, wie das rausrollt jeden Tag? Das ist ganz toll, weil das bieten mir unsere Mitarbeiter. Also wer möchte, der darf mal so einen Wohnwagen testen. Ne? Also wir haben also eine kleine Flotte, die kann man sich dann mal leihen und mal so einen Testbericht schreiben, damit man so das Gefühl hat, also wir bauen etwas, wir stellen etwas her, was man wirklich nutzen kann. Und schön nutzen kann, weil wir sprechen über Urlaub. Jetzt gehen wir doch mal hoch, okay? Danke. Ich hatte schon Angst. So, ja. Ich guck, dass ich nicht abstürze, okay? Aber ich bin ja selbstständig, weißt du, wenn es mich trifft. Selbst und ständig. Du siehst da hinten das Dach noch nicht drauf. Hier ist das Dach jetzt schon drauf. Und hier sind die Löcher. Und das sind dann auch zum Beispiel da das Kabel für die Klimaanlage. Weil die Klimaanlage muss ja elektrisch angeschlossen werden. Und hier kommen jetzt die Hekis rein, ne? Beziehungsweise die Lüftung. Und wenn du jetzt da hinten ein bisschen weiter guckst, dann siehst du halt, wie es angeschlossen ist. Sag mal, hier so Kanten sind ja immer prädestiniert, dass da irgendwas reinläuft. Ja, wie geht ihr da vor, dass ihr die abdichtet? Ja, Sehen wir das später? Das sehen wir gleich da hinten, ja. So, jetzt muss ich ja doch mal was fragen. Was ist denn das hier? Das ist Dämmung also unter dem GFK. Du hast da hinten den Rohling gesehen? Da war noch keine Dämmung drin und die bringen wir hier oben drauf. Okay, verstanden. Jetzt. Ihr habt passgenaue Bauteile. Ja. Ja, hier ist jetzt, wir sehen es jetzt doch nicht, also hier ist das Kantengummi jetzt schon drunter. Also die Dichtung ist hier unter dieser Schiene. Da kann man mal sehen, wie die Klimaanlage jetzt gerade eingebaut wird. Übrigens, es gibt ja dieses Sikaflex oder ich weiß nicht, was ihr verwendet, aber Sikaflex. Wenn das rausquillt, hat mir einer mal erzählt, das ist ein Qualitätsmerkmal, das einer genug verwendet hat. Genau, da ist Dichtung hinter. Ja. Denn wenn nichts rauskommt, dann könnte es sein, dass auch keine Dichtung drunter ist. Und es kommt natürlich aufgrund der Längenausdehnung, also bei Wärme, ist so der Klassiker. Wenn Sie ein neues Fahrzeug haben, ein neues Fahrzeug hast, dann kommt da erstmal ein bisschen was raus, weil wenn es warm ist, kommt es raus. So, das ist auf jeden Fall. Die mal abtupfen. Und da ist es so eine Leiste, die kommt. Die Reling. Reling. Die kommt wohin? Beim nächsten. Das Fahrzeug dahin, weil hier ist es schon drauf. Kollege geht durch, holt die Reling. Boah, das geht so schnell, man kann ja kaum zuschauen, aber es sind nur einige Takte, oder? Es geht um die Ecke. Ja.
Vorne, das sind die Hekis, auch da. Hekis, genau, ja. Da gibt es ja viele Hersteller und so weiter und so fort, ja. Ist das ein Normmaß eigentlich, so ein Heki? Gibt es das von mehreren Herstellern der Größe? Das kann ich dir nicht genau sagen. Die gibt es sicherlich von mehreren Herstellern. Das aber Normmaße, da hat so wahrscheinlich jeder seine eigene. Aber das ist der Maschine ja unegal, was du da für ein Loch einfräst. Achso, du kannst es ändern. Ja. Ist halt nur schwierig, wenn du dein eigenes Heki mitbringst, dann wird es schwierig. Das glaube ich. Weil dann müssen wir extra für ein Programm schreiben und das kostet dann, wird nicht ganz preiswert. So, okay, das habe ich. Auch das ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Mensch, wenn ich hier fertig bin, kann ich ja fast einen Job machen, oder? Ja, gerne. Nee, hier habe ich kein Interesse. Da die Verantwortung zu übernehmen, ist schon heftig, oder? Ja, ja. Ja, was wir eben besprochen haben, das Thema Recycling bzw. Müll. So kriegen wir es. Hier wird es ausgepackt und so geht es zurück. Ne? Also da packen wir in die Stapel, die dann wieder zurück zum Hersteller gehen. Achso, es kann sein, dass hier schon mal ein Fenster drin war vorher. Da gehe ich ganz stark von aus, ja. So, hier wird dann nochmal geschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann kommt zum Freigabezettel drauf. Ja, erstmal wird gereinigt. Achso, es wird reingeklebt, damit der Kleber gut hält, oder? Das ist erstmal die Reinigung, damit der Kleber hält. Und jetzt kommt hier dann die Dichtschnur und dann wird das halt dokumentiert. Und dann ist hier die Dichtschnur noch nicht drauf, die kommt jetzt gleich drauf. Die liegt aber schon, die Dichtschnur. Ich glaube, das ist auch so eine Stelle, wenn da jetzt nicht ganz genau gearbeitet wird, dann... Das siehst du hinterher nicht. Ne? Und das kann ja auch die ersten Monate durchaus dicht sein. Aber irgendwann wird es halt mal undicht. Und das ist halt eine unsichtbare Geschichte, die hinterher dann zu einem riesen Ärger führt. Aber rein äußerlich nicht zu sehen ist. Also so dieser Stoß da zum Beispiel, den du da siehst, ne? Das ist halt ein ganz elementares Ding, weil wenn ich den halt zu kurz mache, dann läuft genau an der Stelle Wasser rein. Wow. So, das heißt auch hier wieder jede Menge Hekis, die natürlich auch fragil sind. Wenn sowas umfällt und so weiter, kann mal kaputt gehen. Auch das ist geschützt. Auch so eine Klimaanlage. Ich habe mal eine rausgehoben. Die sind ganz schön schwer, muss man. Aber da, hast du gesehen, da haben wir den Kran da oben. Ne? Zeig dir nochmal. Krähen hast du gern, ne? Ja, aber das ist ja so, wenn du das Ganze siehst und dich einmal so richtig verhoben hast, egal an was, ja, dann bist du froh, dass du sowas hast. Wir haben da die Klimaanlage, um sie drauf zu fahren, um sie da hochzufahren, haben wir hier diese ganze Bühne. Das ist ein Scherenhubtisch, der alles hoch und runter fährt. Also wir wollen schon rückenschonend arbeiten. Weil es geht ja auch um Ausfallzeiten. Das heißt, die Mitarbeiter fallen nicht aus, die sind happy, die sehen das. Und natürlich, wenn jetzt einer das sieht, ich meine, ihr sucht ja immer wieder mal den einen oder anderen, der Allrounder ist, der sagt... Vielleicht denkt, oh, ich muss hier bei meiner alten Firma ganz schwer heben und bei denen vielleicht nicht, da könnte ich mich ja mal bewerben. Das darf er gerne tun. Ist aber auch eine Sache, die Leute sich angucken. Das heißt, ich kann mir vorstellen, qualifizierte Leute werden auch mal geführt, die können vorher sehen, was sie... Ja, also jeden, den wir einstellen, den habe ich eigentlich mal gesprochen. Was spricht denn für euch als Arbeitgeber? Ist das, ich meine, du bist jetzt echt ein netter Typ. Du könntest ja ganz anders sein, wenn die Kamera aus ist. Glaube ich jetzt nicht. Ihr seid ein echtes Team, kann man sagen? Wir sind ein echtes Team. Wir sind ganz viele Teams mit einem, also wir passen uns schon zusammen. Und wir sind halt auch wirklich bemüht und arbeiten daran, dass wir die Mitarbeiter sich ja wohlfühlen. Das ist nicht nur so eine Floskel, die alle sagen, sondern sagen wir so, wir versuchen eine Weihnachtsfeier zu machen, wir versuchen ein Sommerfest zu machen, wenn nicht gerade mal Corona ist. Wir haben die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu leihen. Wir machen ein Begrüßungsessen für die neuen Mitarbeiter. Wir haben hier jetzt Wasserspender aufgestellt, wenn es warm wird, dass wir einfach Wasser abzapfen können. Also wir lassen einen Eiswagen kommen im Sommer. Wir machen eine ganze Menge. Ihr habt Tageslicht. Wir haben Tageslicht, ja. Das ist auch das, gerade wenn, ich sage mal, das Thema Tageslicht, glaube ich, ganz wichtig, dass das Serotonin auch richtig hochkommt und so weiter. Also ich glaube, gute Mitarbeiter können ja problemlos wählen, oder? Also bei wem sie arbeiten, oder? Das ist schön, ja, das ist gut so, ja. Ja, ich wollte es nur mal betonen, weil also bis jetzt muss ich sagen, es ist Wahnsinn, also auf was ihr alles Werk legt. Ihr habt... ich sag mal Kräne, die Leute arbeiten. Hier ist zum Beispiel ein spezieller Schemel, den ihr gebaut habt, damit das natürlich perfekt ist, dass er rollen kann. Ja. Schön. Ja, das Thema Schutzfolien halt überall, mitarbeiterschonende Tätigkeiten, Akkuschrauber ohne Ende, also Arbeitsflächen in der Höhe, dass ich mich nicht bücken muss. Also wir sind schon bemüht, dass wir das irgendwie den Menschen so angenehm wie möglich machen. So, und jetzt kommt die Feinarbeit hier.
Ja, jetzt haben wir erstmal die Kurve hier. Also hier kommt er jetzt um die Kurve. Jetzt haben wir die ersten 240 Meter hinter uns. Warte, ich guck mal kurz rein, dass wir mal sehen. So sieht er jetzt aus. Und auch hier mal kurz reingehen. Ja, jetzt fängt schon an zu hallen so ein bisschen. Das heißt, Es halt noch ein bisschen, ist ja noch nicht fertig. Ja, so der Badausbau da hinten, die ganzen Polsterungen fehlt jetzt zum größten Teil noch. Deswegen die Gardinen und alles, was so ein bisschen noch helfen könnte, ist ja jetzt alles noch nicht da. sag mal, ist das so, dass der Teufel im Detail liegt am Schluss? Das heißt also, am Anfang geht es ganz schnell und dann, das war zumindest mal bei Morello so, die haben mir gesagt, ja, am Ende, da wird es dann fitzelig. Das ist hier genauso. Die Elektriker, wenn das Möbel hinstellen, da sehe ich halt viele, wenn ich etwas schaffe. Aber was sich halt hinter diesen Teilen verbirgt, wenn ich da irgendwelche Anschlüsse da oben drin habe, bis das so liegt, wie es da ist und wenn es dann hinterher fertig ist und noch verkleidet ist, das ist halt die Kunst an dem ganzen Thema. Ne? Ja, das soll ja auch gut aussehen, wenn es verkleidet ist, oder? Wenn ich dann halt hier Licht anmache, dass auch Licht angeht. Und wenn ich warmes Wasser aufdrehe, dass auch warmes Wasser rauskommt. Das sind dann halt die Feinheiten, die dann schon funktionieren sollten. Da sieht man auch das Bett. Ich glaube, ich störe so ein bisschen den Kollegen. Nicht, dass wir den Takt durcheinander bringen, aber wir haben ja eben gesehen, die Kollegen sind eher etwas schneller, oder? Ja, das passt schon. So, jetzt gucken wir einmal noch mal ins Bad, weil wir haben ja eben das halbfertige Bad gezeigt. Jetzt sieht das schon fast aus wie im Showroom. Es wird langsam Bad. Es wird langsam Bad. Was ist, wenn das Fahrzeug jetzt nur eine Achse hat? Wie wird das dann gehalten? Wird das vorne festgehalten oder dass er jetzt nicht kippt in eine Richtung? Wenn er jetzt fährt und das Fahrzeug hat nur eine Achse, der steht jetzt wahrscheinlich auf 2 Achsen, oder? Genau, ist ein Doppelachser. Ja. Wie ist das, wenn die sich hier drin bewegen, dass der jetzt sich nicht bewegt? Der hat Stützen drunter. Die Stützen hier, siehst du, sind die Stützen schon weg. Wenn du einen zurückguckst, siehst du die Stützen noch drunter. Ah, okay. Da sind sie weg. Genau das nicht passiert. Damit der Boden relativ gerade ist und wir die Möbel auch dann dran schrauben können, wenn das Fahrzeug gerade ist. Mhm. Und nicht, wenn die jetzt mal rumwippen wie wir. Du, ich habe so viele Wohnwagen schon mit der Sabrina habe ich gefilmt, ja. Und jetzt sieht man endlich mal, wie die entstehen. Und hier in so einem Bar zu stehen, toll. Hut ab. Made in Germany. Made in Hessen. Ja, dicht an der Grenze. Dicht an der Grenze zu Bayern. Gut. Jetzt haben wir noch 100 Meter circa. Jetzt haben wir noch 100 Meter, ja. Jetzt geht's um die Kurve. Und jetzt laufe ich mal hinterher. Ja, hier sind wir jetzt eben so ein bisschen an der Logistik vorbeigegangen. Hier unser Hochregallager, also alles, was wir kaufen, liegt da am Lager. Türen. Fenster, wenn wir sie haben. Der Running Gag, oder? Ja, immer wieder gerne. Beschläge, also alles, was so gebraucht wird, liegt halt hier. Ich meine, da hast du auch einen eigenen Mann für, der nur das macht. Mehrere Männer, wie du hier siehst. Das ist auch jetzt Und Frauen. 2 Teamleader, ja. Und wie gesagt, hinten ist theoretisch und praktisch der LKW, der lädt ab. Dann kommt ins Hochregallager rein und dann haben wir 2 von den großen Das ist krass riesig. Ja. Das ist, so, das heißt natürlich, das Thema Brandschutz ist ja in Deutschland extrem hoch gelagert. Da konntet ihr. Aber wie du siehst, ist jedes Regalfeld gesprinklert. Oben die Hallendecke ist gesprinklert. Alles, was rot ist, ist Sprinkleranlage. Das ist natürlich sinnvollerweise nicht an euch vorbeigegangen. Macht aber auch Sinn, oder? Absolut macht Sinn, denn wenn ich mir vorstelle, dass hier etwas brennt, Holz. Holz zum Kleber. Beispiel, das brennt gut. Und das wäre ja das Ende erstmal für Monate. Ne? Ja, nicht nur das, sondern wollen wir ja nicht. die Umweltbelastung, das Ganze. Also Ja, klar, natürlich, ja. ist natürlich so ein Wasserschaden auch nicht so schön, aber Ja, aber das ist harmlos. so, hier sieht man was. Ja, das wünscht man ja und wirklich keinem. So, hier vorne sieht man, Wagen ist bereitgestellt. Einstellung mit einigen Böden, die kommen jetzt, werden hier in die Schränke reingelegt. Hier kommen die Fahrzeuge um die Kurve rum, dann ist er außenrum fertig. Hier ist dann noch der Türeinbau. Ne? Wird hier vorbereitet. Da ist Hallo. die Tür schon drin. Ich glaube, auch da musst du unglaublich genau sein, weil die Tür ist das Erste, was der Kunde öffnet. Und die wird auch deutlich bewegt. Also die ist ja auch relativ schwer. Und die wird zugeknallt. Geknallt, genau. Und die muss ja auch dicht sein. So, auch die baut ihr ja nicht selber. Das heißt, da seid ihr angewiesen auf Top-Zulieferer, nehme ich an. Ja, aber da gibt es, glaube ich, nur 1 oder 2. Der fängt mit Z an und hört mit Belly auf.
Du merkst, ich habe nichts geantwortet. Kennst die auch gar nicht. Nee. Sag mal, hier die Maske. Ja. Das ist ja ein Bauteil, Heckschürze, die Heckschürze. Ja. Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz billig, sowas zu machen, oder? Das ist nicht ganz billig, das Ding zu machen, nein. Weil so eine Heckschürze, die macht ja... Zufälligerweise, was nur die Entwicklung dieser Leuchten gekostet hat, das sind sechsstellige Beträge. Krass, das Die heißt... Entwicklung der Werkzeuge. Ne? Also die Entwicklung, das ist ja auch dieses Lauflicht, was die haben hier. Und die Entwicklung mit der ganzen Technik innen drin war sechsstellig. So, das Ganze, nehme ich mal an, muss ja auch abgenommen werden vom TÜV. Das sind ja aktive Komponenten. Ja, das sollte funktionieren. Sollte funktionieren. Jetzt sieht man das hier unten. Ich kenne das nur aus China. Da habe ich mal mit Leuten gesprochen, also mit denen wir zusammenarbeiten, die gesagt haben, ja, wir brauchen ein Werkzeug. Dann habe ich mich erstmal auf den Boden gesetzt, was sowas kostet. Wir sind ja in Deutschland. Das kostet nicht weniger. Nee. Also das Werkzeug, denke ich, kostet hier ähnlich wie in China. Weil das wird auf einer Maschine gemacht und das Spritzgussteil. Aber das ist auch made in Germany. Ja. Stark. Also ich habe es Also nicht schon... nur das Werkzeug, sondern die Bauteile in der Tat. Wir haben hier jemanden, der ist relativ um die Ecke. Ja. Der ist Zulieferer für diese Teile. So, jetzt hängt hier ein Schlauch dran. Was kann der? Das ist die Wasserbefüllung. Das heißt, hier wird der Wassertank befüllt mit einer bestimmten Menge und dann wird ja innen drinnen die Wasserprüfung gemacht. Nämlich, wenn ich dann irgendwann mal Warmwasser aufdrehe, dann sollte auch Warmwasser rauskommen. Und wenn ich Kaltwasser aufdrehe, soll Kaltwasser rauskommen. Und das Ganze sollte gezielt ablaufen und sich nicht irgendwo im Wohnwagen verteilen. Wieder ein Qualitätstor. Ja. So, das Ganze ist hier vorne. Da habt ihr einen tollen Schlauch. Ich zeige dir mal gerade. Denn die Leute fragen mich immer, dass die Firma Rapid, die das hergestellt hat, weil es gibt sofort Camper, die das nachkaufen werden und sagen werden, das ist ja genial, oder? Ja, aber das ist deutlich übertrieben, sich da so einen Schlauch zu machen, weil das machen die meisten mit dem Gardena Gartenschlauch. Das tut den gleichen Zweck. Also das ist ja hier für... Das wird bei euch ja Tag und Nacht bewegt, das muss halten, deswegen aus Metall. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, da habt ihr natürlich Adapter jetzt mit dran. Und wow, komm, wir zeigen mal ganz kurz. Jetzt sind wir ja hier vorne, wenn wir mal hier reinblicken, hier in die Ecke von vorn bis hinten, ist noch eine Ecke, aber da hinten ist dann Schluss. Dann sind die fertig. Da hinten, am Ende, wo der Vorhang ist, da ist Ende, ja. Dann sind die 200 Meter rum, 240 Meter. Ja, hier kommen wir jetzt in die Prüfungsbereiche rein. Hier wird drüben die Gasprüfung gemacht. Hier unten drunter, wenn du hier links guckst, siehst du nochmal von unten die Unterbodenprüfung. Das heißt, da werden jetzt nochmal Sachen angeschraubt, nochmal abgedichtet. Die arbeiten unter Tage quasi. Ja, mehr oder weniger, aber nur bedingt, ja. Und auch nicht den ganzen Tag. Mal kurz mal reinhalten. So, und hier, da ist jetzt eine Besonderheit, da ist jetzt ein Gitter dabei, wahrscheinlich, dass niemand runterfällt, wenn der unter Tage ist. Ja, weil jetzt kommen wir hier in den Bereich, wo deswegen ist hier auch ein Gitter, das fährt mit. Und deswegen dürfen wir auch nicht weiter, weil wir könnten ja theoretisch ins Loch reinfallen. Ja, das wollen wir ja nicht. Deswegen gehen wir mal kurz hier rüber, dass wir das einmal kurz zeigen. Die ganze Karawane bewegt sich natürlich langsam vorwärts. Ist das Band schon mal ausgefallen? Ja, ja, leider. Also das ist eine Riesenkette, die kannst du sehen. Sag mal. Leute, das ist eine kleinere. Ja, eine kleine Kette, ja. Die theoretisch auch an einem Dampfer sein könnte. Ja, einen kleinen Dampfer. Die Kette reißt nicht. Also die hat, glaube ich, mehrfache Sicherheit. Und da hängen ja mal 25, 26 Fahrzeuge drin, die zieht schon ein bisschen anders. Aber es gibt dann eine Umlenkrolle, die das auch spannt. Und da fällt die ab und zu mal schon mal runter. Also 1-2 Mal im Jahr mit ab und zu. Und das dauert wie lange? Die Stunde, 2 Stunden. Okay, Zwangspause. Ja, Nee, die arbeiten ja weiter. wir hängen dann aus und ziehen sie mit der Hand weiter. Okay, das geht. Aber das ist nicht schön. Okay. So, jetzt sind die hier, die haben jetzt die Prüfung gemacht. Das Wasser ist drin. Das Wasser ist drin, ja. Wasser ist drin. Und überall ist der Begleitschein. Jetzt heizt er auf, genau. Und jetzt muss er eben gucken, dass die Heizung jetzt aufheizt. Und es soll ja auch irgendwann mal warm werden. So, die Klimaanlage, die funktioniert. Das wird auch noch getestet, wahrscheinlich hin. Weiter getestet bei der Elektroprüfung. Hier vorne sind schon die Schalterinnen für die Steuerung, Truma Vent, weil das kenne ich. Und ja gut, über das Polster sind noch nicht drin. Der Tisch kommt am Schluss. Ja, der ist da unten drunter. Das ist ein Klapptisch. Den kenne ich noch gar nicht. Klappbett, aber ein Tisch kommt auch davor, ja. Okay, kommt auch. Gardinen fehlen noch. Und hier die Fenster kommen in der Tat noch, die haben wir auch da. Haben wir deswegen auf, damit es besser durchlüftet. Ne? Corona-technisch wollen wir halt hier versuchen, möglichst angenehme Durchlüftung zu schaffen.
Also was mir auffällt, ist, es riecht gar nicht nach Chemie hier drin. Also normalerweise, ich habe ja jetzt ein neues Fahrzeug, fängt mit M an und mit Orelo hört es auf, um deinen Humor mal zu beflügeln. Aber das hat am Anfang ein kleines bisschen nach Kleber gerochen, muss man sagen. Nicht lange, aber es war da. Aber hier riechst du gar nichts, also relativ wenig. Ja, das ist doch schön. Und es riecht so ein bisschen wie so ein neues Apartment, oder? Ja, gut, es ist ja auch neu. Ne? Ich meine, die Möbel, das ist eine Möbelfolie, da riecht, glaube ich, nichts dran. Die Ausdünstungen aus den Klebstoffen sind halt von gestern oder vorgestern. Das müsste halt mittlerweile raus sein. Ne? Ja, das habe ich ja schon gesehen, das wird sofort fest. Das heißt, das arbeitet dann nicht. Ich muss also nicht das Haus erstmal, ich sag mal, trocken wohnen, brauche ich nicht. Dann sehe ich hier die Lichtsteuerung. Ihr habt ja irgendwann mal umgestellt auf Bussteuerung. Das ist schon Bussteuerung. Ja. Den Bus haben wir hier oben gesehen. Das ist der Bus. Das ist der Bus. Okay. Vorteil für alle Leute, die nicht wissen, was ein Bus ist. Erklär's mal kurz. Ja, ich lege nur eine Leitung einmal quer durch und sage hiermit, pass auf, jetzt, dann geht da hinten an. Ich muss es nicht alles von jedem Schalter zu jedem Lichtschalter legen, sondern ich lege es nur einmal rundherum. Sehr schön. So, wir stehen mal nicht im Weg. Vielen Dank. Hallo. Er hat nämlich die Abdeckung für die Heizung, bringt er gerade an. Das muss ja ein bisschen schick werden hinterher. Ich zeig das mal. Da ist die Abdeckung. Dann interessant, ich hatte auch diesen Effekt. Genau. Ja. Das ist witzig. Sieht schön aus, ja, aber das heizt nicht wirklich. Ja, den bestellen aber viele mit. Das sieht ja auch schön aus. Das macht romantische Stimmung. Das Glas Rotwein dabei ist doch ein Traum. Auch hier wieder das Bild. Jetzt im Moment sind alle Werkzeuge im Einsatz. Das ist der Elektroprüfplatz, Entschuldigung, der Gasprüfplatz. Also hier wird dann die Gasdichtigkeit geprüft. Zum einen ist die Leitung dicht, also sie wird jetzt hier abgedrückt. Und parallel dazu werden dann die Geräte auch geprüft, ob sie dann auch mit Gas funktionieren. Also wir machen auch eine Brennprobe. Und das Ganze wird dokumentiert und dann auch in die Fahrzeugakten eingetragen. So, hier vorne schaue ich mal ganz kurz rein. Das ist so die Tiefgarage, die mit drin ist. Ist ja nicht mehr weit jetzt, oder? Nee, das kommt der Sache näher. Es wird auch ruhiger, aber die Testung halt nicht. Drin. Das heißt also, es gibt auch Plätze, die können dann theoretisch schon mal früher anfangen. Das heißt, wenn er fertig ist, zum Beispiel mit der Abdeckung, könnte er schon die nächste anbringen? Oder ist es so getimt, dass keiner sich im Weg steht? Ja, das geht schon. Also er kann sich immer ein bisschen vorbereiten, aber sagen wir mal ganz krass, er kann die Schublade nicht einbauen, bevor das Möbel nicht drin ist. Kommen die Schubladen rein? Ja, die werden hier drüben dann, das ist der letzte Möbelplatz da drüben, wo sie gebaut werden und die werden das hier, da liegen sie da hinten und werden dann hier eingebaut und hier ausgerichtet, dass das auch schön parallel ist hinterher. Boah, ich kriege einen ganz anderen Eindruck. Jetzt, also es gibt den ja, glaube ich, in verschiedenen Breiten, oder den Puccini, oder stimmt das nicht? Den gibt es in 230 und 250. 250. Ja. Ist das ein Riesenunterschied für euch, also vom Material her? Von der Länge her ist alles gleich, aber von der Breite ist alles verschieden. Das ist krass, Der Fußboden ist breiter, das Dach ist breiter, auch die seitlichen Möbel ist alles breiter. Aber vom Raumgefühl merken Sie diese 20 cm. Ja. Das ist Wahnsinn, oder? Weil es ist prozentual. So als Camper ist das halt schon das über mehr als 10%. Das merkt man. Ist witzig, wenn man sogar 240 auf 250 merkt man auch. Ja, das ist, obwohl es nur 10 cm sind. Das haben wir nicht. Das muss irgendeine andere Firma sein, die macht sowas. Nee, es war kein Wohnwagen. Sehr schön. So, und das ist dann das Herzstück am Schluss. Heißt Hier ist Elektroprüfung hier vorne, Ja. da in dem Kasten. Das heißt, hier werden dann die Erdungen geprüft, hier geguckt. Geht denn auch der Lichtschalter, geht denn auch die Leuchtung? Innen, außen muss alles gecheckt werden. Sag mal, wenn jetzt jemand eine Außensteckdose anbringt, dann ist das ja ein Riesenproblem eigentlich, weil ich sag mal, FI-Schalter und so weiter, die haben ja kein Potenzial. Da gibt es ja jetzt auch ganz neue so Prüfschalter, die mit drin sind. Da machen sich viele keine Gedanken drunter. Die legen einfach eine Leitung raus, oder? Das ist nicht immer gut. Ich meine, wenn wir es hier ab Werk mitmachen, ist das alles abgesichert. Ja. Aber wenn ich dann später einfach mal ein Loch reinschneide und meine, ich müsste dann Kabel anlegen, kann das problematisch werden, ja? Weil das ja gar nicht weiß, wo Erde ist oder Schutzleitung. Ja. Und es kann ja auch sein, dass der FI dafür gar nicht mehr ausgelegt ist oder sowas. Das ist ja auch alles möglich. Boah, das sind ja auch schöne Fenster. Ich nehme an, die sind auch speziell für euch gemacht? Ja. Das ist ein mega Aufwand, eigene Formen, eigenes Gießen. Dann die Dunkelheit, die gibt es in verschiedenen Farbvarianten. Ne? Also du siehst es an der dunklen Variante, das ist Frankreich. Ich habe auch einen dunklen gehabt. Also ich wohne ja aus Frankreich, war in französischer Ausstattung ohne Klo, wie sich das gehört. Ja. Stand am Schluss dann Porta Potty drin. Aber der hatte dunkle Fenster, fand ich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, du kannst halt nicht so gut rausgucken und nicht so gut reingucken.
Gut, jetzt ist, wenn du stehst in Nizza oder so, dann wird es auch ein bisschen dunkler, so ein bisschen Sonnenbrilleneffekt. Und jetzt sieht man hier ganz viele Leuchtstoffröhren. Ja, wir gucken halt hier außen nochmal rum, ob irgendwelche Kratzer sind. Ob wir irgendwie es geschafft haben, doch trotz aller Abdichtung und Schutzmaßnahmen irgendwie einen Kratzer reinzumachen. Und dann? Dann lackieren wir ihn nach. Das heißt, ihr habt eine eigene Abteilung, da kommt ein Kreuz drauf oder sowas? Ja. Passiert selten? Ja, Gott sei Dank. Bestimmt ärgerlich, oder? Ja, wir würden es jetzt auch sehen, weil dann wäre ein roter Aufkleber drauf. Wir können ja mal drum rumgehen. Du hast doch schon vorher Bescheid gesagt. Nein, habe ich nicht. Aber wir gehen mal rum, ja. Das Coole ist, wir haben es nicht abgesprochen, aber hier vorne, da sind zwei kleine rote Scheiben. Die Scheibe, genau. Das ist harmlos, da können wir die Scheibe austauschen. Das geht. Also, Da kann man noch Sachen wegpolieren, wenn es nur ein Hauch ist, aber lieber das jetzt. sind aber jetzt auch Sachen, die vielleicht ein normaler Mensch gar nicht sehen würde direkt, sondern ihr nehmt das sehr ernst, oder? Wir nehmen das sehr ernst, ja. Deswegen eben auch hier diesen Lichttunnel, wo man eben auch wirklich jede Kleinigkeit sieht. Auf dem Dach von oben auch, guckt ihr auch? Ja, wir haben eine Leiter und da gucken wir oben drauf. So, dass man das mal sieht. Also du hast den Test bestanden. Ich durfte also... Nein, aber dass du mir das zeigst. Hätte jetzt sein können, du sagst, nee, das guck mal lieber nicht. Gut, dann wäre halt ein Kratzer gewesen. Das ist ja gut so. Ja. Dann wäre es halt so gewesen. Ich meine, dann haben wir den Kratzer gesehen und nicht der Kunde. Ich nerv dich, oder? Damit, Ja, ist gut. dass wir das mal zeigen. Aber wichtig ist ja die Qualitätskontrolle, dass die Leute wirklich sicher gehen können. Also klar, du bist jetzt irgendwie hier drin, du hast ein neues Gefährt, hast dafür viel Geld bezahlt, sage ich mal, hast vielleicht jahrelang drauf gespart und dann ist irgend so ein blöder Kratzer oder irgendwas, das will man nicht. Oder? Und das sehe ich dann auch im Urlaub. Ne? Das kommt dann noch dazu. Ich habe da ist Urlaub und Freizeit und mein Kratzer, das ist ärgerlich, das geht noch. Aber jetzt mache ich dann das erste Mal den Herd an und der geht nicht. Das ist dann ärgerlich. Den hat vielleicht der Händler dann vorher ausprobiert, aber auch die Händler sind ja total überlastet im Moment, ja, muss man schon sagen. Das ist, ja, gehe ich von aus, aber sicherlich macht das der Händler, aber das machen wir ja definitiv auch. Guck mal hier. Der Lieferant macht es ja auch, ja, da kommt Polster. So, das ist dein altes Metier so ein bisschen. Ja, auch, genau. Also ich weiß, was da drunter ist, Ja, deswegen habe ich eben so... Härte und welches Raumgewicht der Schaum hat vielleicht. Thema Schaum, ja. Ich habe gemerkt, dass, also jetzt war der Wagen ja nicht neu und ich sag mal, die Leute, die ihn vorher hatten, die waren ja auch, genau meiner, der kam ja aus Frankreich, haben ihn benutzt, muss man sagen. Also die Dusche war wie neu, aber ich sag mal, der Rest wurde benutzt. Polster war vollkommen super. Also die Schaumauswahl, das merkst du dann wahrscheinlich erst in 8. Von der Sitzqualität meinst du? genau. Okay, ja. Oder? Ja, das gehe ich von aus, ja, das ist in Ordnung, ja. Trotzdem müssen sie ganz leicht sein. Das heißt also, wie zu Hause geht gar nicht. Nee, geht gar nicht. Und dann, Wenn du das mal gerade hochhebst hier. Wenn du mal sagst ungefähr, was das wiegt, was denkst du? Oder ist das jetzt ein tragendes Teil? nee, das ist kein tragendes Teil, das 5 Kilo, maximal. Kilo. Und wenn du das jetzt normal fertigen würdest, so im Möbelbau für zu Hause? Hier ist ja auch Holz hinter, weil das wird ja festgeklemmt. Das wäre das Doppelte mindestens. Und trotzdem muss es genauso halten. Ja, genau. Aber das ist halt eine Auswahl des Materials, was es wieder ein bisschen teurer macht. Ne? Das ist genauso wie die Tischplatte zum Beispiel hier. Die ist auch leicht. Die ist ja auch nicht aus richtigem. Die ist halt relativ leicht. Ist es so ein warmes Material drin? Oder? Da ist eine Wabe drin, ja. Außer an den Punkten, wo ich jetzt festschraube, da haben sie wieder eine Holzanlage drin. Das ist auch so ein Element. Unglaublich haltbar. Also was das schon mitgemacht hat bei uns, ja. Und rauf und runter und links und rechts. Mein Sohn ist draufgestiegen. Ich bin einmal draufgestiegen und die Klimaanlage dann soll man nicht empfehlen, ja, weil irgendwann ist auch Feierabend, ja. Aber es hat es ausgehalten. Wenn es unten ist, wie in dem Zustand, geht es noch. Aber wenn er oben ist, ist es halt dann über den Hebel doch relativ schwierig. Ne? Und das, was ist das? Das ist die Deichselabdeckung. So, wenn Lars mal liest, ja, ihr bietet auch Fernseher an, komplett? Ja, klar. Also das ist das Zubehör, das wird hier halt reingelegt. Ne? Das ist hier so die letzte Station. Besteckkasten und alles, was noch reinkommt, das kommt halt hier rein und hier vorne wird nochmal gewogen. Ich zeig das mal. Das ist ja das nächste Thema. Ihr müsst ja die Gewichte einhalten. Ja, Das heißt, wenn das Ding so und so viel wiegt, muss es so und so viel wiegen. prüfen wir hier, ja. Und plus minus, wie ist da die Abweichung? Was denkt ihr? Die ist relativ gering, aber jetzt, ich meine, bei den Fahrzeugen sind sie gleich. Aber jetzt haben wir teilweise nochmal eine Markise oben drauf oder Mover unten drunter oder je nachdem, was ist. Aber da, in Prozent weiß ich nicht, aber das sind keine 5 Kilo, die da abweichen. Das ist ja immer gleich. Klar, das sagst du so, aber dann könnte ja sein, Lieferant liefert was ein bisschen schwerer ist.
Also ich habe bei mir in der Cam Batterien von Sony alle baugleich und alle wiegen ein bisschen anders. Und was ich dann merke bei mir in der Schwebeeinrichtung, jedes Mal muss ich austarieren. Okay, ja. Okay, ja gut, das sind dann so die Feinheiten, aber das merken wir bei 2.500 Kilo nicht. Ist der fertig? Ist der fertig? Das Tor geht auf. Habt ihr Leute schon mal hier, die mal gucken können? Also bei dem einen Anbieter da aus... Wir machen normalerweise Werksführung, aber Corona-bedingt nicht. Du bist da echt eine Ausnahme. Gut, wir haben das ja auch vorher angekündigt. Ihr habt es gemacht. Ich zeig mal was hier vorne. Da ist der Kollege. Das ist der Multimover XL75. Ups. Boah, was für ein bewegender Moment. Norbert, hast du gut gemacht. Da fährt er hin. Aber du wärst ja nichts ohne das Team, oder? Nein, gar nichts. Siehst du, ich kann ja nichts. Ist das nicht toll jetzt heute? Ja, aber gut. Ich sehe deiner Freude, klar, ich hab's am Tag 30 Mal. Okay, das heißt, du bist schon abgestumpft. Wenn ich hier stehen würde den ganzen Tag, was ich aber nicht tue. Okay. So, jetzt wird nochmal Strom angeschlossen. Ja, genau. Wir müssen ja innen drin ein bisschen Beleuchtung haben. Hier werden so die letzten Nacharbeiten gemacht. Im Winter auch? Auch im Winter, ja. Und eine Heizung. Stimmt. Ist ja an. So, Und jetzt der sieht kommt man. hier aus dem Warmen. Das dauert ja maximal 20 Minuten, dann muss er hier weg, dann kommt der nächste. Okay. Der macht die Tür zu und dann ist gut. Genau. So, dann passt das. So, und hier siehst du noch Wareneingang. Das heißt, hier ist dann der LKW, der hier Ware anliefert, weil hier direkt dahinter das Lager ist. Ne? Boah, ist das krass, die Orga hier. Und das muss alles getaktet funktionieren. Aber ich glaube, es geht nur so. Also wenn das hier irgendwas nicht stimmen würde, ihr könntet die Preise gar nicht halten. Das heißt, es muss alles genau funktionieren, wie ein Uhrwerk, oder? Ja, das ist so ein Riesengetriebe. Wenn da jetzt ein LKW, also es war ja auch das Thema Schiff, du hast ja eben so drüber gelacht, Suezkanal, das hat alle betroffen, oder? Ja, das hat alle betroffen. Wenn da mal eben so ein Schiff quer ist. Ja, das eine Schiff ist nicht das Problem mit den 22.000 Containern, aber da waren ja noch mal 150 bis 200 Schiffe davor und dahinter, die auch nicht durchkamen. So, und hier vorne siehst du, also das ist jetzt alles da quasi. Da sind Eintrittsstufen, das ist, glaube ich, alles, was das Herz begehrt, oder? Ja, ja, vieles ist hier, aber alles noch lange nicht. Also, aber ein Teil, ja. Und da oben, die müssen ja auch ein bisschen zwischengelagert werden, nehme ich an. Ja, das ist dieser Puffer für die Händler. Ich meine, wenn der Händler dann im Jahr, sagen wir mal, eine Zahl 100 Stück bestellt, dann braucht er ja nicht 100 Stück auf seinem Platz. Dann hat er vielleicht 50 auf seinem Platz und die anderen 50 stehen hier. Der ruft die ab dann. Genau, und dann holt er sie, wenn er sie braucht. Holen oder bringen? Bringen geht nicht. Er holt. Er holt. Das heißt, er schickt jemand vorbei, wie jetzt eben der Die Michael. Übergabe ist hier vorne bei uns auf dem Platz. Boah, ist das toll. Sag mal, hier die Leute aus dem Ort, die werden euch kennen, oder? Ja, die kennen uns. Was ist denn das für eine Burg da oben? Das ist die Burg Schwarzenfels. Die Burg Schwarzenfels. Jetzt drehen wir ja hier Mitte April und ich muss gerade irgendwie den letzten Schliff finden für die Abmoderation, dass wir das sehen. Allein schon, guck mal hier, dieses kleine Dach, was ihr hier gebaut habt, all das musste ja auch entwickelt werden. Ja, da warst du schon dabei? Nee, bei dem Hallenbau, der war vor mir. Ist der gut gemacht worden? Ja, das ist top. Das Dach könnte ein bisschen breiter werden, aber passt schon. Wie gesagt, zu damaligen Verhältnissen, wenn es jetzt doppelt so breit wäre, würde das jetzt ja auch im Freien, also regengeschützt stehen. Ne? Aber das ist ja nur eine Abladezone und kommt ja von hier aus ins Lager. Das bleibt ja hier nicht stehen. Ich habe eine Idee. Ja, wir gehen rein. Wir zeigen es mal gerade Norbert frisch. Nee, wir gehen nicht rein. Wir gehen einmal noch ganz kurz hier durch, machen so langsam die Abmoderation. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie Lust haben, ja, drücken Sie ruhig mal auf den Abonnieren-Knopf oder geben Sie uns ein Like für das Video. Wenn Sie uns nicht mögen, bitte kein Like. Es ist so. Hier Traktor. Ja. Denn es könnte ja mal regnen, oder? Und Wiese und so. Ja, nee, die fahren wir jetzt auf die Fläche, ne? Zur Bereitstellung. Oder wenn irgendwas ist, wie zum Beispiel an dem, ja, wo denn noch ein Fenster fehlt. Das ist so ein Slideout, gell? Das ist ein Slideout, genau. Den haben wir letzte Woche gebaut, aber leider ohne Fenster. So, der wartet jetzt durch Fenster, werden die eingebaut. Genau. Und Ist ja kein Nachteil, oder? Nö, fürs Slideout nicht. Ist ja dicht, ist ja zu. So, ich glaube, wir sind durch. Das Fahrrad, glaube ich, euer größter Freund hier. Ja, bei dem Gelände kann man ja absolut schon mal ein Fahrrad gebrauchen, weil das geht ja da noch ein bisschen und wir haben ja schon einige 1000 Quadratmeter. Krass. So, die Firma Schmidt in Ihr Ohr erscheint. Hat noch einen anderen Namen. MC.
AMC Schmidt, ja, hat das Ganze möglich gemacht. Wir haben mal kurz angerufen, ihr seid recht happy, ihr habt aber unglaublich viele Händler, muss man sagen. Aber Schmidt schon eine große Ausnahme, macht viel Frankreich-Geschäft, muss man dazu sagen. Viele Doppelachser. Ja. Ich glaube, er hat zu mir gesagt, ich bin der Spezialist für Doppelachser. Der Große, ja. Ist der Große, oder? Ja, das ist so. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. War recht überraschend. Hast du gewusst, was dich erwartet, als ich heute Morgen? Um ehrlich zu sein, nein. Norbert Frisch, Diplom-Ingenieur Holztechnik, FH, Produktionsleitung bei der Knaus Tabat GmbH in Sintal-Mottgas. Ja, und wenn Sie mal in der Nähe von Hessen sind, in der Nähe von Fulda, dann rufen Sie vorher an, fragen Sie mal nach, ob es eine Werksführung gibt. Ist die kostenlos? Die ist fast kostenlos. Wir nehmen da einen kleinen Obolus und spenden den am Jahresende an 5 Euro. 5 Euro. Ja. Okay, Kinder umsonst? Ja, klar. Kinder umsonst. So, vielen Dank fürs Zuschauen und da ist er. Im Internet. Steht im Internet. Vielen Dank und ja, Gruß an die ganze Belegschaft von Knaus Tabat. Ich denke, dass auch viele vielleicht das in der Detailgetreue noch nicht gesehen haben, was die Jungs so machen, weil es gibt die einen, die erzählen den ganzen Tag über die Arbeit, ja, aber es gibt auch viele, die kommen nach Hause und ich sag mal, dann ist erstmal Schluss. Ja. Aber jetzt kann jeder mal sehen, mit wie viel Detailgetreue hier in Hessen wirklich die Wohnwagen gebaut werden, die man seit Jahrzehnten auf den Straßen sieht. Und ich muss wirklich sagen, ja, viel wird ja schlechter, also im Laufe der Zeit, weil alles billiger werden muss und so weiter. Das Gefühl habe ich bei euch überhaupt nicht, sondern CNC, Fertigkeitsgenauigkeit auf Millimeter. Du hattest kein Problem mit den roten Strichen, wo mal ein Fenster, ein Kratzer drin war und ihr seid sehr menschlich. Vielen Dank. Gerne. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Ciao.